herzlich willkommen zu Future Skills, die Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Nun hätte ich mich fast verplappert und wie immer das Intro versaut, aber heute nicht. Ich bin Alexander Stein, neben mir sitzt mein Co-Moderator und Vereinskollege Per Johomsen. Hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Eigentlich sage ich das immer, aber diesmal freue ich mich noch doller als sonst auf die heutige Folge. Hallo Björn Kaiser. Danke, dass ich diese Gelegenheit habe, hier heute mit dir oder auch mit dir, Per, zusammen ein bisschen zu diskutieren, zu schauen, Future Skills. Genau, für alle da draußen und auch für Per. Du lernst Björn ja heute zum ersten Mal kennen. Wir kennen uns aber schon eine ganze Weile und zwar vor über 15 Jahren haben wir im gleichen Unternehmen angefangen. Also in Hamburg haben wir uns im gleichen Unternehmen kennengelernt. Wir haben vorher schon gearbeitet beide. Und nachdem wir jetzt, wie wir herausgefunden haben, abseits voneinander, aber parallel durch die gleiche Software, IT etc. Industrie auch lokal ähnlich gelaufen sind, haben wir uns dieses Jahr wieder gesehen, weil auch du mittlerweile als Selbstständiger unterwegs bist. Und das haben wir zum Anlass genommen, ein bisschen mal zu plaudern über die Zeit und haben gemerkt, hey, da könnte man doch auch mal vor Publikum drüber reden oder wenigstens Per hier durchpeitschen. Ja, erzählt mir was, auf jeden Fall. Ja, aber keine Sorge. Und entertaint mich. Ja. Are you not entertained? Aber keine Sorge, es wird tatsächlich auch fachlich, inhaltlich interessant, weil wir werden nicht nur über ein paar Anekdoten reden, sondern wir reden heute über Hypes und Trends über die Jahrzehnte. Ne? Genau. Bei Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen, geht es ja um Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen und dafür wollen wir heute mal zurückschauen, um ein bisschen auf der Metaebene gemeinsam zu Mustererkennung zu betreiben. Ja. Und zu gucken, was ist ein Hype und wie erkenne ich ihn? Und was sind Trends, in die ich tatsächlich investieren sollte? Und was kann ich auch, wenn ich möchte, bewusst aussitzen? Ja. Weil das kommt eh wieder oder geht auch wieder. Oder was muss ich neu lernen oder wo muss ich adaptionsfähig sein oder was auch immer. Ne? Oder was ich auch eine unterschätzte Strategie finde, ist, mich als Zweiter auf dem Markt zu positionieren. Weil wenn man sich das nämlich mal anguckt, ne, ganz häufig ist Startup-Bereich und du musst halt hustlen und du musst der Erste und innovativ und tralala. Wenn du dir aber die großen Player anguckst und die Zahlen dahinter, die waren nie die Ersten. Die haben die Ersten aufgekauft. Oder die haben dann Geld investiert, um die Ersten wieder Platz zu machen, von denen heute keiner mehr spricht. Ja. Google war nicht die erste Suchmaschine, Microsoft ist bekannt dafür, alles aufzukaufen und so weiter und so fort. Aber es ist auch eine Strategie, sich aufkaufen zu lassen natürlich. Ihr seid also die Großen, die Kleinen aufkauft. Das wusste ich gar nicht. Nee, wir könnten auch die Kleinen werden, die natürlich aufgekauft werden und dann kauft man sich raus und dann macht man ein schönes Leben. Katsching, genau. Dann brauchen wir auch uns keine Kopfzerbrechen mehr machen, wie wir diesen Podcast monetarisieren und das Licht anzahlen. Dann können wir uns das einfach so aus der Tasche, machen wir doch Spaß, aus dem Penthouse raus. Also ich bin heute hier, weil ich echt Bock habe. Ja. Sehr gut. Ein bisschen darüber zu reden und ja. Einmal, um gleich ein paar Nuggets zu verteilen, damit die Leute auch dranbleiben. Wenn du auf die letzten 15 Jahre zurückguckst, was ist denn dein Lieblingshype? Mein Lieblingshype? Hast du einen? Daten. Tatsächlich, Data. Ist Big Data. Ja, Big Data. Ja, ich würde nicht Big Data sagen. Ich finde Big Data Quality Data besser. Was ist Quality Data für alle, die es nicht mitgekriegt haben? Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Du hast ein Produkt, du hast ein Problem und du besorgst dir die Daten, die du brauchst, um besser zu werden. Mhm. Und was ist in diesem ganzen Geschäft passiert? Es gibt unzählige Rollen. Ich nenne mal eine und da werden jetzt alle sagen, was, total wichtig, Data Owner. Mhm. Es gibt jemanden, der Data ownt. Der Verantwortung für trägt. Ja, aber trage mal für Daten Verantwortung. Arbeite mal in einem Konzern. Ich war ja jetzt auch schon in Konzernen unterwegs. Waren wir alle leider. Ja. Und da hast du viele Daten. Wie viel Bullshit-Daten hast du da rumliegen? Und dann willst du jemandem die Verantwortung aufdrücken. Und ich glaube, das so umsortiert sind, ja. Und das ist ja so ein Thema, in Konzernen hast du viel Verantwortungsverteilung dort überhaupt generell. Und jeder sagt immer, da muss sich doch einer drum kümmern. Um Daten. Und dann bist du ein Data Owner. Ah, shit. Und du hast kein Problem, du hast kein Produkt, aber Daten. Und alle fragen dich, jetzt sag doch mal, du bist doch verantwortlich für die Daten. 3. Und dann sagst du, ja, 3. Machen wir 4 draus. Ja, High Five. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Rolle, die wieder geschaffen wurde, um Verantwortung jemandem umzuhängen. Ja, und vor allem aus einer kurzfristigen Notwendigkeit heraus. Da erinnere ich mich unter anderem dran, DSGVO-Einführung und wo auf einmal alle noch kurzfristig einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Ja. Und meine Tante, die in dem Bereich, also die in der Sparkasse gelernt und da auch gearbeitet hat, sorry, aber die wird das sowieso nicht hören, aber sie weiß es auch. Ich werde ihr einen Link schicken. Die kann deine Tante raus und dann schicken wir ihren das. Rechner bedienen, ne? So, ja. Das war's. Aber ihr Handy. Und dieses DSGVO-Beauftragte. Die wurde dann zum Datenschutzbeauftragten der Filiale. Ja gut. Kannst du doch. So. Ja gut, eine Filiale. Ja, machst eine Schulung, 4 Stunden, bist du drin im Game. So, verstehst du das? Absoluter Stressposten. Und dann weil keine Ahnung hat. Wenn die gehackt wird, dann legt die auf die los und macht die erstmal Recherche.
Ja. Analyse, was ist da passiert? So, und das Muster werden wir wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr sehen, wenn der Europäische Cyber Security Act dann nochmal in deutsches Recht umgemünzt wird, mit der NIS-2-Richtlinie und so weiter, wenn die Auflagen verschärft werden und dann auf einmal Datensicherheitsschulung und Datensicherheitsbeauftragte notwendig werden. Ja, Da warte ich nur drauf. bin da so ein bisschen hinhergerissen, weil die Frage, wer prüft das nachher wirklich alles im Detail? Also du als Konzern wirst du dich schon dafür wappnen können. Dafür haben die einfach die Manpower und auch die finanziellen Mittel. Wenn du jetzt ein klein- oder mittelständisches Unternehmen bist, glaube ich, dann sind die Strafen kleiner, dann sind die Prüfmethoden. Ich weiß nicht, also ich würde es natürlich nicht außen vor lassen. Da bringt es mich aber auf einen sehr schönen Punkt. Und zwar ein Indikator, den ich über die Jahre gelernt habe, ist, in welchen Strafkatalog das aufgenommen wird. Zum Beispiel, was hatten wir denn dieses Jahr? Gleichstellung kommt nächstes Jahr mit den Gehältern. Barrierefreiheitsgesetz. Ist kein Strafrecht geworden, sondern nur Bußgelder. Interessiert keine Sau. Ja. So, es war ein Hype-Thema, weil gut, die Richtlinie. Kommt auf die Strafhöhen an, ne? Also, ja, aber das ist halt Portokasse für die meisten Unternehmen. Die können die wirtschaftliche Abwägung machen, wollen wir das machen oder nicht. Ja, klar. Wie DSGVO am Anfang, weil die Ermittlungsraten nicht hoch waren. Das heißt, so 10.000, 20.000 Euro konntest du gegenrechnen gegen den Aufwand, alles umzubauen und alles sicher zu machen. Ja. Und dann nach den ersten 12 Monaten, wo dann zum Beispiel auch mal Fälle bekannt waren, dass sie bei Google reingeguckt haben und so weiter, dann sagen, dann müssten wir vielleicht auch mal. Und da ist halt Strafrecht hinter. Und die Cybersecurity-Sachen werden wohl, soweit ich weiß, ins Strafrecht umgesetzt. Okay. Das heißt, die Geschäftsführung ist persönlich haftbar. Und die haben es sich ja auch relativ einfach gemacht. Soweit ich informiert bin, ist das einfach eine blanke Verpflichtung. Ab 50 Mitarbeitern oder in sicherheitsrelevanten Branchen musst du in der Geschäftsführung geschult werden und alle 3 Jahre diese Schulung nachweisen. Jo. Und damit ist ja relativ einfach, guckst du in die Unternehmenskataloge, wer fällt da runter und schickst denen pauschal die Audits rein. So wird die Mustererkennung in dem Fall sein, das rauszufinden. Und die Nummer ist, soweit ich informiert bin, im Strafrecht verankert. Das heißt, du bist immer persönlich haftbar und dadurch sind die Eier auf Eis und naja, du weißt ja, als Geschäftsführer stehst du immer mit einem Bein im... Für viele Sachen, aber mein Learning ist tatsächlich, dass anders darüber gedacht wird. Okay. Das ist gut. Wenn die Leute persönlich haftbar sind oder wenn es halt nur um Konventionalstrafen geht. Ja, okay. Wie oft ich schon Diskussionen geführt habe, das müssen wir machen, weil das ist Gesetz und so weiter. Und dann kam irgendeiner aus der Jura-Abteilung, Geschäftshaltung, Buchhaltung oder sonst wer dann sagen hat, nee, das kostet uns nur Geld, das machen wir nicht. Controlling. In der Regel ist ja Controlling. Da ist ja nichts hinter. Ich verstehe den Return on Invest dabei nicht. Ne? Aber das ist ja jetzt eine spezielle Nische von Hype-Cycle oder sowas. Ne? Wo du sagst, okay, gesetzliche Vorgaben, die sich verändern und sowas. Genau. Ja, natürlich löst das erstmal eine Aufmerksamkeit in den betroffenen Branchen oder in der ganzen Industrie aus. Ne? Im zweiten Schritt kommt halt, und dann kann man schon wie bei Hypes beurteilen, ist es wirklich so viel dahinter oder nicht, wie gefährlich ist es für uns, ne? Sinnvolle Abschätzung, ja genau, aber das Thema, was du mit Daten hattest, das ist ja nicht durch so eine gesetzliche Vorgabe getrieben, sondern kommt ja aus ganz anderen Gründen, ne? Auch? Ich würde sagen, es ist beides. Also es ist so eine Datenhaltung, die du dann erstmal vernünftig machen musst, was dir gar nicht vorher aufgefallen ist, weil du es irgendwo erstmal eine Datenbank vielleicht unverschlüsselt gelegt hast oder so. Genau, da haben wir dann Schutzaspekte. Da hast du dann Schutzaspekte. Aber zur gleichen Zeit ist es natürlich, weil ich Big Data gesagt habe, ist ja auch der Trend aufgekommen, dass halt Daten das neue Gold sind, vor allem in der digitalen Welt. Und dass einfach die großen Player weltweit damit auch Geld verdienen. Genau. So, und das haben die Gatekeeper sozusagen, die Daten auch weiterverarbeiten. In denen wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, die haben da auch eine ganz große Welle geschlagen und da ist nicht viel draus gekommen. Aber erstmal, das war die Halbzeit 2015, wo dann alle erstmal ihre Big Data-Anlagen aufgebaut haben und Data Warehouses und damit dann nichts gemacht haben, weil dann hatten sie es und sie wussten nicht was. Ja, genau. Es hat keiner, also das Geschäft oder die Fachbereiche eigentlich damit arbeiten sollten und da aber dann vielleicht Kolleginnen und Kollegen sitzen, die dann sagen, aber ich habe das doch alles in Excel. Ja, und du musst ja auch die Leute schulen. Also das Know-how war ja gar nicht da. Ja, du musst auf jeden Fall dich damit beschäftigen. Die Frage ist, was schulst du? Also schulst du Data Analytics, Data Engineering, Data Science auf einmal deinen Controller und sagst, pass auf, war nett gestern, hast du gut gemacht mit Excel, aber jetzt machen wir morgen bitte alles in SQL. Und kennt ihr die sorry, dass ich reingehen muss, aber Fun Fact, kennt ihr die Geschichte, warum es am Markt angeblich Data Scientists gibt? Nee. Das hat ein ehemaliger HR-Manager von Facebook mal in einem Podcast erzählt. Wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, aber darum, urbane Legende, weiß auch nicht, ob es passiert ist, aber angeblich wollten die bei Facebook unbedingt jemanden für die Facebook oder Google, egal, einer von den einen Data-Typen heiern. Und zwar von der NASA.
Und die hatten ihn im Bewerbungsprozess schon am Tisch und haben ihm den Vertrag übergeschoben und er liest dann aber im Titel Data Engineer oder irgendwas. Und er hat gesagt, nee, ich bin Wissenschaftler, ich bin Scientist. Und dann kam das zurück an den HR-Chef und er hat gemeint, dann schreiben wir da Data Scientist drauf. Und dann hat er unterschrieben. Ja. Der wollte halt diesen Titel. Und weil dann das große Unternehmen, ne, Max 7, hier Stempel drauf, müssen wir alle nachmachen. Und seitdem haben wir Data Scientists. Ja, kann man wahrscheinlich eine eigene Folge draus machen, wie echte Wissenschaftler angefressen sind von dem Titel Data Weiß Scientist. ich auch nicht. Also ich sag mal so, es gibt so ein paar, also ich könnte es jetzt schon differenzieren, was ein Scientist macht und was sozusagen der Engineer macht. Aber es gibt auch eine aber es sind erstmal nur Metaphern. Ja, ne? es sind nur, es sind Titel mit, also man muss eigentlich aber definieren, was darunter passiert. Engineers im Softwarebereich machen auch keine echte mechanische Ingenieursarbeit. Also ne, das ist wesentlich weniger Mathematik. Die machen ETL-Prozessketten oder Prozessstrecken und so, alles gut. Du hast ja auch recht. Was ich aber sagen würde, und das muss man, glaube ich, wissen, bevor du überhaupt was mit Science machst oder mit statistischen Modellen oder mit Machine Learning und das, was wir heute alles ja unter dem Oberbegriff KI packen oder AI, da brauchst du erstmal 2 Engineers oder Leute, die überhaupt die Daten aufbereiten. Das ist ganz interessant, wenn ihr in ein Unternehmen geht, guckt, die stellen sich genau aus diesem Hype heraus, so diese ganzen, die Wissenschaftler da so hin und dann sagen sie, pass auf, wir wollen irgendwas Geiles machen. Wir wollen jetzt irgendwie eine Mustererkennung bauen, wir wollen Computer Vision mal nutzen, weil wir unsere Kameras mal geiler steuern wollen, unsere Autos also steuern wollen. Und dann sitzen diese armen Menschen dann da und dann sagen die, ja, womit denn eigentlich? Ja, hier ist doch unser Big Data. Das war ja doch so dann diese Erkenntnis. Und dann haben die gesagt, die Daten, ja, was ist das? 3, 4, 8, 9 sagt mir nichts. Und ich weiß nicht, ob ihr mal mit so großen Technologien gearbeitet habt wie SAP. Also leider. Ich weiß, also ich will nicht sagen, also es ist ja, jeder hat es und viele Leute lieben es. Aber du arbeitest aus einem ERP in einen BW, also aus diesem Grundbausteinsystem, wo du alles drin hast, gehst du dann in ein Business Warehouse und dann hast du da alleine schon 5-mal eine Transformation. Also dann mach mal dafür eine, wie nennt sich das? Ist auch gerade, wollen ganz viele machen, so eine Data Governance. Mach mal eine Data Governance und versuch mal eine Legacy oder eine Literacy rauszufinden, wie diese Sachen sich verändert haben, die Daten, über die vielen Tools, auch selbst im SAP beispielsweise. Also du findest es nachher nicht zurückgefühlt. Sehr aufwendig. Also, ja. Und in dem, was du geschildert hast, steckt ja aber auch schon drin, ne? Dieser Hype ist ja auch, ist was wiederkommt. Ne? Es kommt dann ja in neuen Tüchern oder mit anderem Gewand oder in anderer Nuance wieder und wieder. Ne? Die Hoffnung ist wieder da, nochmal was zu machen. Und Data, Genau, es heißt, es gibt einen neuen Begriff. Die Verantwortung wird irgendwo rübergehängt. Und auch das, wie gesagt, die letzten 10 Jahre auch in Konzernen gearbeitet habe, da ist es halt so, da willst du das irgendwann mal lösen, aber du hast zum Beispiel 3 IT-Bereiche, die Data machen. Jetzt versuch mal 3 Abteilungen zusammenzubringen und dann sagen die, ich habe doch meine eigene Governance, ich habe doch meine eigene Namenskonvention und wenn du die Cloud-Systeme kennst, die haben alle ihre eigenen Metadatensysteme, wo sie das alles eintragen und so, die Glossars, ne? Und hast du nicht gesehen, ja. Und das bringt mich auf einen spannenden Aspekt, den ich hier festhalten möchte. Wir haben jetzt erstmal nur so ein bisschen abfällig über Hypes gesprochen, da stehen ja auch viele Trends dahinter, die wirklich lange bleiben, die auch wertvoll sind, die gerechtfertigt sind, auch nachzuverfolgen. Was dann aber gerne übersehen wird, ist wir wollen dann schnell dem Trend aufspringen, weil der irgendwie interessant ist. Wir übersehen aber, ob der bei uns überhaupt so funktionieren kann wie bei den anderen, wo wir es abgucken können. Weil viele Unternehmen, die vor allem dann innovativ mit den Sachen umgehen, wir sehen es jetzt gerade an KI zum Beispiel, viele KI-Unternehmen, die aus dem Boden schießen, die sind damit aufgebaut. Das heißt, die grundsätzliche Unternehmensstruktur ist von Anfang an auch darauf ausgelegt, das als in die Wertschöpfung zu packen. Wenn du jetzt sagst, aber wir haben 3 Fachabteilungen, die dann über historisch bedingt alle mal... Genau. Nein, die sind seit 20, 30, 50 Jahren auch wieder strukturell getrennt voneinander. Da hast du Kultur und Kriege. Ich glaube, das super Interessante ist so eigentlich heute, wir warten alle nur noch auf diesen einen Menschen, der ein Geschäftsmodell hat und über 1 Milliarde damit macht. Ja. Weil der das alles über Agents, AI, Agentic Systems, whatever, MCP-Server, was auch immer da alles so gerade läuft, darüber alles steuert. Und vielleicht hat er noch mal eine Agentur oder einen Service laufen, aber er ist eine Ein-Mann-Firma oder sie ist eine Ein-Mann-Firma und macht die Milliarde damit. Ja. Ich glaube, darauf warten wir gerade alle, dass das kommt. Und das ist das nächste Stichwort für mich. Ein Aspekt, der für mich sehr stark zur Identifizierung, also den ich häufig heranziehe zur Identifizierung, ob wir gerade in einer Hype-Phase sind oder ob das ein echter Trend ist, ist, ob sich Geschäftsmodelle rausbilden, vor allem neue. Muss. Genau. Und jetzt, jetzt wird das Spannende bei KI. Ich will nicht gegen KI bashen. Das Thema ist halt komplett ausgelutscht, über KI zu reden. KI ist generell, und es ist auch hier, um zu bleiben. Ja, aber definitiv. Also wenn du dir anguckst,
KI hat keinen Business Case. Richtig. Es gibt geile Anwendungen, ne, Krebserkennung, Früherkennung und so weiter. Das ist auch aber das in der ist nicht, Medizin. was die Umweltbelastung, den Stromverbrauch, die Kosten rechtfertigt gerade. Ja. Ich weiß noch, Anfang des Außer, Jahres... dass du vielleicht jetzt auch dann nicht mehr durch die Gegend fahren müsstest, weil die KI das auch lösen könnte dann vor Ort. Ja, aber das rechnet ne? sich wirtschaftlich noch nicht. Ja, Sonst wäre es ganz anders im Mittelpunkt auch der Pressedarstellung von OpenAI und so weiter. Es ist jetzt im Mittelpunkt, weil du gute Fragen stellst, weil du einfach Antworten bekommst. Wir haben jetzt Jahrzehnte in einem Fragensystem gearbeitet. Also wir haben gesucht und nicht gefunden oder haben mal gefunden oder mussten sehr lange suchen. Und heute ist das Suchen nicht mehr da, sondern ich stelle eine Frage und kriege mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit eine gute Antwort. Genau, wir sind aber noch in der Phase, wo das ja stark subventioniert wird. Ne? Wir haben es ja gesehen bei OpenAI, bei ChatGPT, wo dann die Lizenz dann das zum ersten Mal auf $200 aufgegangen ist, weil das dann vielleicht eher die realen Kosten sind, die dahinter stehen. Ja, aber du siehst ja, solche Investitionen lohnen sich. Am Ende langfristig sind das die... Genau, darum, das ist aber ein Thema, wenn wir gleich über eine potenzielle Blase vielleicht reden. Sonst, ich schweife ja gerne ab, aber ich möchte einmal zu meinem Punkt kommen mit dem Indikator, und zwar ist das Geschäftsmodell dahinter. Wenn wir uns nämlich angucken, jetzt zum Beispiel Sora oder Veo, die werden als Social-Media-Plattform ausgebaut, weil sie damit keine Videoproduktion vernünftig hinkriegen oder die professionelle Produktionsbereiche. So für Kurzfilme halt gut gemacht, genau, aber Hollywood kann damit noch nicht. Nee. So. Das vielleicht auch noch nicht, ne, genau. Aber dann kommt da wieder Werbung rein. Und das Wettrennen gerade unter den KI-Firmen ist ja Browser, damit sie eine Plattform haben, um dafür Übermacht zu machen. Und was macht man im Browser? Daten sammeln, um den Suchmaschinen, den ganzen SEO-Kram, deine Baustelle zuvorzukommen. Und dann, was macht man mit den Daten? Die nutzt man wieder für seine Geschäftsmodelle. Ja, genau. Und welches Geschäftsmodell ist das einzige, was gerade ersichtlich ist? Wieder Werbung. Ja. Wir haben es bei den Suchmaschinen gehabt, wir haben es bei den Social-Media-Sachen gehabt. Du bist nicht werbungsaffin, ich liebe ja Werbung. Nein, das ist ja mein Business-Marketing. Ich liebe Werbung. Mein Punkt hier ist, dass am Ende gibt es immer noch kein neues Geschäftsmodell. Also keiner hat es gefunden. Weil jetzt versuchen alle, und gerade sind die Indikatoren dahingehend, es wird doch wieder Werbung. Es wird aber kein, also das ich glaube, den Zahn möchte ich jetzt ziehen wollen, es wird kein AI-Geschäftsmodell in dem Sinne. Das hast du ja gesehen. Es gab ja einen echten Trend, dass wir wirklich neue Felder erschließen, neues Geschäftsmodell hinterpacken. Aber am Ende ist es wieder Werbung. Ja, ich glaube, es werden Geschäftsmodelle abgelöst werden. Also so wie das Airbnb zum Beispiel gemacht hat, du hast irgendwie Ferienwohnungen gehabt und hast irgendwie Schwierigkeiten gehabt, die zu vermarkten, und Airbnb war das egal, ob das jetzt ihr Eigentum ist, die haben eine Plattform geschaffen, sind jetzt so ein Gatekeeper und vermitteln einfach alle die Wertschöpfungskette neu aufgebaut. Und das glaube ich nicht. Fintech, es werden neue Wertschöpfungsketten, das wird aber kommen. Da würde ich jetzt Brief und Siegel drauf geben. Da stimme ich dir nämlich zu, weil da reden wir jetzt aneinander vorbei. Ich meine das hier und jetzt gerade, was sich aktuell formt. Und ich bin bei dir gleichzeitig, dass das Potenzial hat, in Zukunft sich auch anders zu gestalten. Aber da sind wir aktuell noch nicht. Das heißt, ganz viel, was wir jetzt gerade im KI-Bereich sehen, ist für mich Hype. Das übergreifende Thema KI ist aber ein klarer Trend, der wird bleiben. Und der ist auch keine Blase für mich. Man muss das auf jeden Fall, man muss schon trennen natürlich. Ich finde AI, und das ist genau das, was alle hoffen, so eine geile Lösung, irgendwas, was dann was automatisiert, was Geiles passiert. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben jetzt ein Sprachmodell gerade in der Hand bekommen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit gute Ergebnisse liefert, wenn ich es frage. Und wenn ich nicht faul bin, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dann kann ich sogar richtig gut damit arbeiten. Also wenn ich mir die Mühe gebe, da was reinzugeben, wir haben ja über Prompt Engineering gesprochen. Das heißt, ich muss ja wirklich sehr ausführlich sagen, was will ich von diesem System erwarten. Und dann, je besser ich auch bin, also es macht auch Experten besser. Also wenn ihr Ahnung von dem Thema habt und ihr fragt die KI, oder das Sprachmodell meine ich jetzt selber, ist ja nur eine KI-Technologie sozusagen, dann kriegt ihr gute Antworten. Wenn ihr ein Laie seid und ihr versucht euch da gerade so ein bisschen rauszufinden, dann kann es euch anlügen. Ich habe ein witziges Beispiel. Ich bin ja seit 2 Monaten selbstständig. Ich habe mir selber eine Webseite gebaut, mal eben auf die Schnelle. Also ich habe vor 20 Jahren mal einen Webshop gebaut. Das hat mich 3 Monate gekostet an Nerven und Zeit mit PHP und blöd da mal so ein PayPal rein und so. Das vibest du alles. Das vibest du dir heute einfach in einem Tag zusammen und dann läuft das. Oder es gibt halt genug Services, die du ja auch heute nutzen kannst dafür, die das auch schon gut machen. Aber die meistens ja auch dann KI und die haben das mit drin, genau. Und wo ich hinaus wollte, ist, ich habe mir ein Impressum gebaut. Und pass auf. Und witzigerweise war ja über eine lange, lange Zeit Telemediengesetz up to date. Aber seit einem Jahr ist es das DDG, digitale Datengesetz oder was auch immer. Und was macht die KI? Natürlich, die weiß ja probabilistisch. Die nimmt das Alte, weil das lange Bestand hatte. Weil es die meiste Verbreitung hat. Darum ist die höhere Wahrscheinlichkeit. Genau, es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit. Also das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass man schon verstehen muss, wie so ein Modell funktioniert. Also das würde ich jedem empfehlen, dass sich mit dem Thema KI und den ganzen Modellen, Computer Vision, Large Language Models, sich auseinanderzusetzen, wie funktionieren die. Weil ich habe die Befürchtung, dass Menschen da sitzen und sagen, das ist ja ein Wahrheitsmodell.
Mensch, das hat mich jetzt schon 3-mal auf den richtigen Pfad Vor allem, wo es gebracht. jetzt Videos gibt, ne? Wie oft Ja. du da reinfällst. Ja, genau. Und das ist dieses, dass du eigentlich dir klar sein musst, dass es immer die beste Antwort versucht zu geben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Im Grunde ist das Szenario jetzt eingetreten, vor das uns die ganzen Aluhutträger und Schwurbler waren, dass du den Medien nicht mehr glauben kannst, weil Ja. jetzt musst du eigentlich umdenken und sagen, nee, wenn es Ist aber gut. im Fernsehen kommt, ist es wahr. Jetzt musst du sagen, nee, wenn es im Fernsehen kommt, muss ich erstmal hinterfragen, ob es überhaupt stimmt. Aber ich bitte. glaube, dass diese Menge, das jetzt, früher war das immer so ein bisschen die Frage, ist das wirklich, also kann man das so faken? Kann man das so machen? Ja. Heute ist es so offensichtlich, dass du so krass geil faken kannst, dass die Leute eigentlich sich klar sein müssen, jetzt muss ich doch mal hinterfragen. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, ja, das wird ein ist ja spannendes alles. Umdenken. Ja, ich glaube, wir werden das lernen müssen. Das ist, manche Sachen muss man einfach evolutionär mitmachen. Apropos Lernen, das bringt mich nämlich auch einen Punkt. Also die Idee, die viele am Anfang hatten bei KI auch, das wird uns generell irgendwie den Alltag versüßen und so weiter. Aber die aktuelle Studienlage zeigt ja vor allem, dass es eher eine Schere aufmacht. Die Leute, die Zugang haben dazu, weil sie es sich leisten können, es ist auch ein wirtschaftlicher Faktor, ne? Definitiv. Neben Netflix, Prime und Co. Aber immer dann noch ein kein Zehner hier, Netflix. ein Zehner da. Dann doch kein Netflix. Also dann, Das ist richtig, wenn du mich fragst, wo das- ich rein Das investiere. ist ja noch ein ganz anderes Thema, ja genau. Da können wir, bin ich erstmal bei dir, das muss man abwägen. Aber wenn du am Ende up-to-date sein willst, weil aktuell ist ja noch das Wettrennen, Ja. ne, jetzt ist Gemini gerade wieder vor ChatGPT, das heißt, du musst jeden Monat eigentlich gucken, wo steckst du deine 10 musst du Euro nicht. aber rein. Das würde ich nicht machen. Ich Du glaube, würdest eine nehmen und ich würde durchziehen. eine nehmen und mich Okay. mit der wirklich sehr auseinandersetzen. Also ich liebe Aber was ist, wirklich- wenn die hinten rankommt? das macht nichts. Jetzt Dann, gerade dann, stimmt ChatGPT ab und- dann wechsle ich. Also wenn ich so wahrscheinlich. überzeugt bin, dass die Qualität, und ich muss ja fairerweise sagen, Und die Updates kommen ja immer ich nutze ja hochfrequenter. beides tatsächlich. Also ich nutze gerne Nano Banana, weil das einfach viel besser bestehende Bilder mit dem Genau, neuen die mischt. Bildgenerierung von Gemini. Also muss ich das machen, wenn ich Bilder generieren Mhm. will. Aber ich nutze überwiegend tatsächlich ChatGPT und habe da meine Custom-GPTs, weil ich hier nicht immer wieder repetitiv neu anfangen möchte, dem alles zu erklären. Und ich weiß ja, die Qualität kommt durch den Prompt, durch den Inhalt. Dann habe ich da meine Custom-GPTs zum Beispiel. Und ich habe auch eine Historie. Ne? Also es lohnt sich einfach, tatsächlich mit einem gut umgehen zu können und das auch inhaltlich zu Genau. verstehen. Einmal noch mal kurz zu dem Punkt eben, die Schere ist halt einmal finanziell, aber auch von der Bildung her. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die Bildungsschere, die wir in Deutschland sowieso ganz stark haben und weltweit nochmal aufgemacht, weil die Untersuchungen zeigen, wenn du ungebildet Sich darauf KIs verlässt nutzt, sozusagen. verlässt ne? du dich zu sehr drauf. Und Leute, die sowieso schon in der Bildungsschiene gut aufgestellt sind, Ja. die werden dadurch beschleunigt. Ja. Die werden besser lernen, die werden schneller an ihre Informationen kommen. So, aber du brauchst halt die Filterung und dadurch geht es dann noch weiter auf. Ja gut, aber das ist jetzt sprichst du ja so ein generelles System an, wie funktioniert Bildung, wie kommen die Leute an Bildung. Wir haben ja nun kostenlose Bildung in Deutschland, das ist ja eigentlich ein geiles System. Also du bist ja zur Ja, Schule aber auch wie wir es gezwungen. gerade haben, ist eine muss halt auch Schulpflicht, was auch gut überarbeitet ist, werden. was ich sehr begrüße. Was denn? Genau, aber das Bildungssystem an sich ist aber überholungsbedürftig. Das ist sehr überholungsbedürftig und auch da sehe ich tatsächlich eine Chance. Also ich habe ja 2 Kinder und die sind auf einer Reformschule, das ist ein spezielles System, das ist kein Frontalunterricht, sondern die müssen sich selbst organisieren, die müssen selbst lernen. Eigentlich das, was man schon im Studium dann auch später mal erfährt und sich denkt, okay, den Frontalunterricht hätte ich mir schenken können, ich hätte mal lieber sein Buch kaufen oder ihr Buch kaufen sollen und dann danach die Klausur schreiben. Ja. So, das sind so Dinge, das lernen die jetzt eigentlich schon. Nichtsdestotrotz werden das keine Experten, weil dieser Frontalunterricht immer dazu hilft, in einem Thema gut zu werden, beispielsweise in Mathe oder in Deutsch, in Schreiben, in sonstigen Dingen. Ja, weil die Unterrichtsfächer auch darauf ausgelegt sind, dass du Frontalunterricht, also das stützt sich halt gegenseitig. Und eigentlich, und da glaube ich dran, dass man tatsächlich individuell Kinder mal ermitteln sollte, wie lernen die, in welchem Format lernen die, in welcher Geschwindigkeit lernen die, als Daten eigentlich, die du sammeln könntest über eine Brille, die dann auch aufzeichnet, die sieht, du hast eine Problemstellung, wie gehst du damit um? Und dass du dann über auch so eine Large Language Models oder eine Computer Vision Models so sagen kannst, ey, warte mal, ich habe das gerade erkannt, dein Muster, ich könnte dir jetzt auch nochmal andere Sachen beibringen nach deinem Muster. Und dann kann ich deine Stärken Da sind wir jetzt genau bei der stärken, Schere, die ich anspreche, die Ja. gerade in den Studien auch rauskommt, weil das kriegst du. Ja. Ich kenne viele Familien, die das genau mit ihren Kindern machen, vor allem welche, die auf dem neurodivergenten Spektrum sind und so weiter, weil die Eltern die Mittel haben, die Zeit, weil Ja, sie die Mittel haben natürlich. und Ja. auch die Affinität. Und damit machst du wieder die Schere auf. Wir müssen aber hier an der Stelle mal eine kurze Pause reinmachen, weil wenn ihr mal wieder Bock habt, ordentlich zu lernen, dann geht doch mal bei unserem Sponsor auf die Webseite. Also eine der unangenehmen Wahrheiten, die man sich stellen muss, ist ja, dass das Verhalten meiner Mitarbeitenden am Ende das Ergebnis meiner Führungsarbeit ist. Das heißt, wenn ich da immer das Gefühl habe, die kommen nicht zu Potte, die übernehmen keine Verantwortung, ist es halt dummerweise in der Leadership-Rolle so, dass ich mir die Frage stellen muss, was trage ich dazu bei, indem ich Dinge tue oder nicht tue.
Willst du auch lernen, wie du dein Leadership effektiv verbessern kannst? Dann lass uns gerne darüber reden in einem unserer Certified Agile Leadership Kurse bei IT Agile. Und wenn ihr IT Agile mal von unserem Sponsorenplatz verdrängen wollt, wenn ihr Wünsche oder Ideen für Themen habt für die Sendung oder uns einfach generell mal Feedback oder Lob übermitteln möchtet, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an info@agila-norden.de. Für alle, die es nämlich nicht wissen, diese Veranstaltung ist Teil des Agila Norden e.V., einem gemeinnützigen Verein, dem wir beide zum Beispiel auch angehören. Ja, wir machen das nämlich hier ehrenamtlich in unserer Freizeit und damit das Licht anbleiben kann, brauchen wir Sponsoren, die uns auch finanziell unterstützen, weil Strom, Technik und so weiter kostet auch Geld. Und ihr könnt uns aber auch jederzeit unterstützen und zwar mit einem Like, mit einem Share, mit Weitersagen, Teilen der Sendung, in die Kommentare schreiben, auch wenn es negativ ist. Jede Interaktion ist gute Interaktion. Und damit zurück zu dir, Björn. Wir werden noch ein bisschen weiterreden. Du hast nämlich vorhin auch den Begriff des Prompt-Engineers angesprochen. Eindeutiges Hype-Thema, wie wir jetzt gelernt haben. Also und da sind wir, glaube ich, auch in dem klassischen, aber wenn wir über Hypes reden in der Softwarewelt oder im digitalen Umfeld, in der IT-Industrie, dann reden wir vor allem meistens über das Gartner Hype-Cycle-Modell, ne? Dass wir halt eine übertriebene Erwartungshaltung haben, die dann realisiert wird und wir in das Tal der Tränen kommen und dann irgendwo auf dem Plateau irgendwann kommst du auf ein Niveau, wo du sagst, genau, jetzt ist es Work in Progress oder sowas. Ich weiß gar nicht, ich habe den Begriff gerade vergessen, aber das Plateau der Nützlichkeit, so, ne? Dann pendelt sich das irgendwo ein. Und ich habe auch mal mehrere Studien dazu gelesen, die alle in die gleiche Richtung, dass vor allem im technischen Bereich Industrieinnovationen kurzfristig überhyped sind und langfristig unterschätzt werden. Ja. Ja? Und das sieht man zum Beispiel für mich. Wie mit dem Internet meinst du? Ja, dass sich das durchgesetzt genau, hat. KI. Sind wir schon live eigentlich? Bin ich schon drin? Ja, wie alt du bist, ey. Aber die meisten von unseren Wie gemein Zuschauern du sind, bist. Wie alt du bist, alleine. Ja, ich bin alt. Wir das noch wissen mit dem alter weißer Mann. Sorry. Und jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Genau, ne? Also ein Prompt-Engineer war so die Spitze, dass du halt mit wirklich so ganz kleinen Nischensachen neue Positionen aufmachen kannst. Uns ist, glaube ich, jetzt allen klar, oder wir können uns, glaube ich, darauf einigen, es wird Jobprofile verändern und auch teilweise ersetzen oder erneuern. Also es ist ja, also KI und Digitalisierung im Ganzen ist ja abstrakt gesprochen die Automatisierung des Dienstleistungssektors. Und wir sehen es ja auch in der Industrie, ne? Am Fließband immer mehr Roboter. Aber es gibt immer noch Menschen da drin. Und musst du auch andere Jobs. Human in the Loop wirst du, glaube ich, immer auch haben. Also vor allem im Dienstleistungsbereich, ich bin ja auch überhaupt kein Freund von Chatbots und so eine Scherze. Ja gut, aber wenn du es nicht mehr merkst, dann wenn wir mal an dem Punkt sind. Also du wirst ich hatte, ein Freund von mir hat so ein Ding auf seiner Mailbox und dann habe ich dann gefragt, so, wann hat er denn mal Zeit zum Trinken? Ja. Ich will doch mal wieder mit ihm einen trinken, vielleicht. Ja. So einen, ne? Nur für den Durst. Obwohl wir nicht zum Drogenkonsum einladen, genau, bitte nicht. Ne? Die Menge macht das Gift. Naja, auf jeden Fall hat das Ding nicht antworten können richtig darauf. Da war aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen vielleicht auch. Nee, ich mache das hier nur beruflich oder so war dann die Antwort. Bin nicht autorisiert, diese Antwort zu geben. Ich darf keine Nacktbilder von ihm rausgeben und auch nicht zum Drogenkonsum einladen. Das ist auch eine gute Idee. Nächstes Mal. Naja, egal. Nee, also, ja. Ich glaube, was wir unterschätzen, oder was wir jetzt mal ehrlicherweise sagen müssen, ich habe ja die Zeit erlebt, wo dann das Internet aufkam und wo ich mit dem C64 da noch gesessen habe, das waren alles noch Jahre, die dazwischen waren. Und jetzt haben wir nicht mehr, es wird einfach immer schneller. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn du vor 2-3 Jahren hättest du noch überlegen können, mache ich irgendwas mit einem Sprachmodell in einer Nische? Mache ich jetzt einen Bildgenerator oder sowas? Und das hat sich so krass schnell überholt, dass ja die großen Player, die wir gerade nutzen und auch kennen, die werden multimodaler. Die heißt, die hauen sich alles rein, was an KI-Modellen eigentlich geht, ob es Präsentationsgenerierung ist, ob es Musikgenerierung ist, ob es Bildgenerierung ist, alles kommt da mittlerweile rein. Ob sie es gut machen oder nicht, das ist immer noch, wissen wir alle, Bildgenerierung war am Anfang nicht gut, wird aber immer besser. Die arbeiten da stetig dran. Und die radieren ja auch gerade alle weg, die dann gerade da so nebenbei rumlaufen. Ne? Also die Frage ist wirklich, und da finde ich ja dieses N8N ganz geil mit dem Agenten bauen und so. Aber die Frage ist ja eigentlich am Ende nur, wann hat das dann Gemini wirklich oder auch ChatGPT drin, ne? Fairerweise. Das ist schon, da muss man gucken halt, wie schnell das geht. Das ist also nicht mehr so, also diese Kurven sind eigentlich in dem da hast einen ganz anderen Zeitstrahl darunter. Auf der Y-Achse, wo du dann gesagt hast, genau. Auf der X-Achse, wo du dann dachtest, so. Und gleichzeitig sehe ich aber Bereiche, in die das nicht so schnell vordringen kann. Ich bin vielleicht, gehe ein Stück entgegen und sage, okay, Chatbots
werden wir irgendwann haben, dass die sich sehr menschlich anfühlen? Oder ist es, ich meine, selbst wenn du einen nicht deutschsprachigen Kollegen da sitzt oder Kollegin da sitzen hast, die dann halt mit Übersetzungsprogramm oder irgendwas von sonst wo arbeiten, wo es günstiger ist, ist der Chatprogramm vielleicht nicht unbedingt schlechter. Aber da habe ich auch mal eine spannende Untersuchung zu gelesen, dass in dem Bereich einfach die Margen nicht passen, weil die KI-Nutzung teilweise zu teuer ist ja. Oder zu wenig Ersparnis bringt gegenüber einem Callcenter zum Beispiel in Indien. Ja, weiß ich. So, ne? Diese Tokens, die da generiert werden. Centbeträge. Weil du es auch nicht steuern kannst, ne? Also wenn du jetzt nicht wenn du deinen Chatbot zum Beispiel nicht so gut programmierst, dass du sagst, nach drei Antworten muss auch genügend sein. Und du hast dann oder in die Indien Fragen halt ganze Zeit einen nur Dienstleister, der etabliert ist, wo der qualitätsgesichert ist, den du auch ankreiden kannst, wo was auffällt. Und wo du auch schneller was machen kannst, als dann irgendwie nochmal den Prompt-Engineer an die LLM zu lassen. Was ich aber zum Beispiel überhaupt nicht geil finde, ist, ich habe es einmal erlebt, sind digitale Concierges zum Beispiel in Hotels, dass da keine Person mehr steht und dir das Zimmer gibt, sondern dass dann auf dem Bildschirm einfach eine KI steht und mit dir irgendwas macht. Das ist halt so spooky. Ich glaube, das sind so Themen. Aber 24/7, ne? Da muss keiner Nachtschicht machen. Ja, geil, aber dann kann ich das auch per E-Mail machen mit einem Türcode. Ja. Okay, warum das nachbilden zu müssen? Aber du könntest jetzt provokant sagen, gut, einige Sachen, die am Anfang im Internet waren, das war auch nicht wirklich nützlich. Mit dem Sound auf der Webseite meinst du, wenn man die besucht hat. Also hat sich aber irgendwie da doch so ich wünsche mir weiterentwickelt. die Sterne hinter Mostar hinterher. Ja, okay, aber da muss ich noch einiges finden und einige Sachen wird es so auch nicht geben. Ich glaube, der Wert des Treffens, des Erlebens, das wird wieder größer werden tatsächlich. Das haben wir lange jetzt verloren und auch vielleicht nicht mehr so gewertschätzt, weil wir es einfach immer hatten. Aber wenn es weniger wird, dann wirst du es wieder wertschätzen. Dann hat das ein ganz anderes Gewicht, wenn du dich plötzlich menschlich wieder triffst und auch Dinge machst. Also behaupte ich mal, dass das so kommen wird. Und das ist ein spannender Aspekt, weil fast alle Trends, über die wir hier reden, haben auch Gegentrends ausgelöst. Ja. Die man auch wieder, wenn man wirtschaftlich sein will mit seinem Unternehmen, auch wieder sich angucken kann. Also zu schauen, was ist eigentlich die Gegenbewegung. Die Gegenbewegung ist, Instagram zu löschen. Die Leute löschen rein, weil oder wieder rauszugehen, spazieren. Ne? Waste of time. Genau. Das halt, dass man sich wieder mehr trifft. Ne? Zum Beispiel in Cafés etc., also im Third Place. Genau. Das Kneipen dann wieder, das Alkoholkonsum ist jetzt gerade runtergeht. Wenn es ja noch welche gibt, ne? Ja, genau. Ja. Aber zum Beispiel physischen Medienkonsum. Ja? Also mit der Welle, die Spotify ausgelöst hat, alles zu digitalisieren. Wir sehen dann die letzten 10 Jahre den Trend wieder hin zu Kassetten, CDs und Vinyl. Ja. Weil die Leute dieses haptische Erleben haben. Witzig, dass du das sagst. Aber es ist mir auch aufgefallen, dass Leute echt wieder Schallplatten sammeln und auch einen Plattenspieler haben. Ja. Echt jetzt? Ja. Und auch einen Verstärker und sowas noch da zu Hause? Du brauchst dann wieder. Es ist auch technisch abgedatet, aber das ist eine ganze Industriezweig. Es ist halt ein bisschen nischig, aber es ist also vor allem. Ich hätte so einen Nostalgie-Effekt, weißt du? So als wenn ich so ein altes Hero Quest von vor 20 Jahren nochmal spielen will und ich weiß ganz genau, es gibt viel bessere Brettspiele. Ich habe Schallplattenspieler und ich habe jetzt auch nicht nur alte Schallplatten, ich habe auch K-Pop Demon Hunters da. Okay, ich muss jetzt loswandern. Okay, aber es ist ja. Nee, alles gut. Ist auch ein Trend, genau. Ist erfolgreich. Ich will gar nichts sagen. Ja, alles gut. Was ist dein Spotify-Alter? Hast du geguckt gestern? Nee, ich mach ganz wenig Spotify. Achso, hast du nicht geguckt? Also es gibt gerade so einen Trend, deswegen frage ich, also dass man gucken kann, welches musikalisches Alter hat. Also nur Fun Fact, meine Frau hat eins von 61, sie aber definitiv nicht und ich habe eins von 30. Könnte es sein, dass deine Kinder über deinen Account haben? Nee, wir haben Familien. Jeder hat seinen eigenen Account, ich keine Lust. Nee, das würde mich wahnsinnig machen. Aber das hatten wir bei den Nachbarn, da haben die dann das Rewind angehört und angeguckt und dann war halt nur die ganze Zeit Conny drin. Und da kommt mir sofort der Trailer in den Kopf. Kennt ihr das? Geil. Was ist ein Trend, der bleibt. Oder Schnecke Monika oder sowas. Ey. Hör auf. Aber witzig, ne? Aber da bin ich ja schnell raus. Also ich habe große Kinder tatsächlich. Die hören wilde Podcasts übrigens. Wieder zurück auf unser Thema, weil eine Sache, die du ja auch miterlebt hast, die für die meisten Themen in unserem Podcast hier auch oder in unserem Meetup auch relevant sind, ist ja zum Beispiel Agilität. Ja. Wo wir lange davon ausgegangen, das ist ein Trend. Und wir sehen jetzt beim Sterben von Agilität auch sehr viele Aspekte, dass ganz viel von Agilität am Markt, also von dem Beratungsmarkt Agilität, ein Hype war. Ja. Dass das sehr viel auch, also traurig. Ja, weil, tatsächlich, nicht nur, weil wir unsere Existenzen daran hängen, sondern weil auch sehr viel Wert dadurch verloren geht, weil das wirklich auch eine gute Sache war. Ich glaube, deshalb hat es über diesen Hype-Status auch hinaus überlebt. Aber es gab sehr viele Aspekte, die nur gehypt sind davon. Und da merke ich, worauf ich zukünftig stärker achten werde, ist tatsächlich auch, also das Interesse der Führungsetagen. Ja. Weil die sehr stark auch Hype- und Trendgetrieben arbeiten. Ja. Und das auch kurzfristig mittlerweile. Also wo ich mich manchmal frage, können wir nicht mal wieder 5 Jahre
erstmal eine Vision haben. kannst du nicht. 5 bis 10 Kannst du Jahre nicht. eine Vision, aber halt ganz kurz und dann agil hinarbeiten, um festzustellen, nach einem halben Jahr haben wir festgestellt, kein Weg führt dahin. Lass uns mal eine neue Vision vielleicht wieder aufarbeiten. Aber die Chance hast du kaum noch. Es ist tatsächlich eher ein taktisches Arbeiten, dass du schaust, also immer vor allem aus Gelernt. Ne? Ich, wie gesagt, jetzt lange in Konzernen unterwegs gewesen, wo du dann auch feststellst, so, nee, das haben wir immer schon so gemacht. Und dann, dann wird Die taktiert. nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Genau. Und dann hast du eigentlich tatsächlich nur die Chance, das alles neu zu machen, von vornherein anders. Ja, und da musst du eigentlich ein neues Unternehmen gründen. Also es muss evolutionär, also Evolution passiert ja über Generationen. Ich sehe agil nicht als tot. Ich sehe da, wo Firmen oder vor allem Teams, Menschen nicht die Methode an sich leben, sondern den Effekt und das Ergebnis dahinter. Darum sage ich auch explizit der Beratermarkt. Ja. Also der vor allem der ganze Unternehmen transformieren wollte, weil es kein Trendthema mehr ist für die Führungsebenen. Und da sage ich dir, 5 Jahre funktioniert nicht, weil aktuell ist der Zyklus meiner Meinung nach 3 Jahre. Ja. Und zwar ist das der Investitionszyklus der großen Aktionärshäuser. Ja. Das ist VR, Blockchain, Agilität, jetzt auch KI. Wir merken jetzt gerade die Diskussion nach 3 intensiven Jahren oder nach 3. Seid ihr alle zu spät, haben ja alle schon eine Schatten-KI. Also nutzt auch jeder schon sein eigenes ChatGPT, bevor ihr da jetzt anfangt. Nee, aber jetzt sind halt die Investitionszyklen um. Das heißt, die Kredite, die aufgenommen wurden, auch von den Max 7 und tralala, die müssen jetzt nachfinanziert werden. Das heißt, es braucht den nächsten Trend, es braucht den nächsten großen Hype, wo du reingehen willst. Wo du reingehen kannst. Ja. Und wo die Leute auch wieder Geld hinterher schmeißen. Natürlich. So, und das ist der Punkt, wo wir jetzt die Diskussion haben, also wo es jetzt eigentlich laut wird, obwohl die Diskussion immer schon lange schon schwelt, auch im Finanzmarkt, ist KI eine Blase. Ne? Sind die Unternehmen überbewertet, wird das einbrechen und tralala. Nochmal ein ganz anderer Aspekt, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, dass KI sich gerade anders aufbaut als Blase, als zum Beispiel die Dotcom-Bubble oder auch die Housing Crisis 2008 und so weiter, die Immobilienblase. Aber das ist gerade der Zyklus, den wir haben. Das heißt 3 Jahre, du kriegst keine Langfriststrategie mehr, weil du weißt nicht, ne, beste Beispiel Meta, die erst voll dann also von Social Media auf VR gegangen sind und jetzt und dann auch versuchen, auf KI aufzuspringen. Sind aber auch noch bei VR. Nee, VR ist tot. Die haben ihre VR-Leute rausgeschmissen. Microsoft hat die auch gekündigt. Ja, bist du sicher? Ja. Okay. In großem Maße. Das ist alle wieder definanziert. Aber die machen noch die Brille. Die Brille machen sie noch, aber nicht in dem Tempo. Aber nicht in dem Tempo. Okay, das kann sein. Das ist so genau benutzt. Wann hast du die letzte Pressekonferenz von Zuckerberg in seiner VR-Umgebung gesehen? Die war doch jetzt vor kurzem, oder nicht? Vor 2 Monaten oder sowas. Hat er doch die Brille, aber zumindest hat er über die Brille gesprochen. Ja, das kann er mal gerne machen. Ja. Apple hat auch eine Brille rausgebracht. Kennst du die noch? Ja, die kenne ich noch. Aber da war vielleicht auch noch nicht da hattest du noch nicht das Sprachmodell vielleicht dahinter. Oder das auch dann. Der Use Case ist nicht da. Ja, und sie haben es nicht etabliert, das heißt, jetzt muss die neue Wette hin. Ne? Apple versucht ja auch schon, sorry, kommt mal in dein Mikro. Versucht ja auch schon seit langem da in den. Ja, die suchen alle natürlich den nächsten Trend und dann wie das Handy oder wie das Internet, dass das dann sich so. Und da haben wir dann halt, wenn du historisch dir anguckst, Per, und da kannst du gerne auch deinen Eindruck nochmal teilen, weil du ja auch drin steckst. Aber in meiner Wahrnehmung hat die Diskussion angefangen, dass KI tot ist, also dass die Berater nicht mehr beauftragt werden, als genau dieser Umschwung war. So am Ende von der VR-Bubble. Du meinst KI gesagt, du meinst aber agil. Du meinst agil, ne? Genau. Ja, wo agil dann totgesagt wurde, weil die Berater auch nicht mehr, wo die Trainings zurückgegangen sind und die Berater nicht mehr beauftragt wurden. Das ist ungefähr, also ist kurz nach dem Start des KI-Hypes gewesen. Also du beobachtest natürlich, also ich habe den Beratermarkt jetzt ja gar nicht so im Blick, tatsächlich auch dafür, aber das ist natürlich eine interessante Beobachtung. Und was ich jetzt so, weil ich ja gerade neu in dem Business bin, auch feststelle, die Leute rennen natürlich den Trends hinterher. Und dann wird das eine zur Seite gelegt und dann kommt jetzt das KI-Thema und dann willst du in irgendwelche Firmen rennen und willst ihnen auf einmal alle KI-mäßig aufbauen. Alle sind jetzt KI-Berater. Und dann, alle sind KI-Berater und ich weiß eins, es macht gar keinen Sinn. Ja. Also was Sinn macht, ist, in einen Fachbereich zu gehen, ins Controlling beispielsweise oder in den Finanzbereich generell oder auch ins Marketing, ins Digitalmarketing, ins Brandmarketing und dort Wege zu finden, erstens die Mitarbeiter wirklich aufzuschlauen. Wie funktioniert ein Sprachmodell, wie funktioniert Computer Vision, wie funktionieren vielleicht kannst du auch mit einem Make.com oder whatever Tool also einen Agenten bauen. So, und dann wirklich da rauszufinden, wo ist da der Knochen versteckt, sag ich mal, wo kannst du wirklich was rausholen. Ja. Also automatisieren, wie brauchst du vielleicht weniger, also nicht weniger Leute, aber weniger Zeit. Und wo hast du deine Zeit sonst verschwendet für? Also im Marketing kann ich euch immer sagen, ist immer der Content das Wichtigste. Du musst ja irgendwann ein Angebot machen. Und was tun sich die Leute schwer? Kontext ist King. Ja, Kontext ist King. Ja, aber das sagst du so, aber dann gibt es immer denselben Satz. Ja. Dieselben Werbeslogan. Oder alle bieten Kaffee an, aber trotzdem ist Starbucks besser. Wir bauen ja noch zum Teil Personas, wo ich mir frage, ey, das sind Millionen von Kunden,
kannst nicht die eine Person finden, die alle abdeckt. Und das Du sowieso. hast doch heute die Daten und du hast doch Mustererkennung, du hast doch KI, lass das doch die Maschine machen. Also ich habe Also, ja sorry, sowas gemacht beruflich, wo ich mir auch dann und gefragt habe. da ist auch einer der größten Probleme, auch wenn es um Agilität geht und andere Trendthemen, die Theorie leider zu schnell von der Praxis entkoppelt wird. Ja. Also wir sehen, wie die Leute das finde ich immer am geilsten auch die Diskussion kulturellen Unterschiede, wenn du im deutschen Markt redest, weil wir häufig auf der theoretischen Seite als Ingenieure kommen, also von den wissenschaftlichen, und die USA aber auch im Schulsystem ja aus der Praxis lernt. Ne? Also erstmal musst du die Aufgabe lösen, dann lernst du die Hintergrund. In Deutschland oder Europa generell ist ja das Schulsystem auch so, du lernst auftragen, polieren und dann machst du die Matheaufgaben daraus, wenn du verstanden hast, wie die Zahlen funktionieren. Und was du ja sagst, ist völlig richtig, wie beschissen das implementiert ist. Aber das ist ja überhaupt nicht die Idee dahinter. Auch bei Personas, dass du nicht eine hast, sondern mehrere. Ja, das ist individuell. Dass die auf echten Daten. Ja. Wie oft ich schon erlebt habe, dass Persona-Workshops einfach fiktiv Leute sich was gebrainstormt haben. Was für ein Bullshit. Ja, aber der Trick ist doch, Personalisierung ist, wenn du den Namen weißt. Ja. Glückwunsch. Genau. Aber da gehe ich in meine Nutzerbasis oder in Studien, die ich auch Umfragen, die ich gemacht habe, und dann suche ich mir da den häufigsten Namen raus. Bei Umfragen wäre ich auch vorsichtig. Also das ja, natürlich. Qualitativ kannst du viel fragen. Also es gibt ja auch aber ich werte empirische Daten aus und nicht irgendwas random. Genau. Du musst die Informationen nutzen und du kannst, und das ist ja das, was ich ganz wo du einen Vorteil hast, wenn du Big Data hast. Ja, oder Quality Data, aber lass uns ja nicht überstreiten. Aber Daten sind wichtig. Daten sind wichtig. Du musst dir trotzdem eine Struktur und eine Idee dafür haben, wie du sie einsetzen willst, und dann findest du auf jeden Fall geile Cases. Aber es kann halt kein Data Owner lösen, der einfach nur die Daten ownt, und es kann auch kein Data Engineer schaffen oder eine Ingenieurin, die dann das irgendwie oder eine Datenmeisterin, die das zusammenschraubt und packt. Da muss ja jemand drüber nachgedacht haben, was mache ich dann mit dieser Tabelle oder mit den Daten? Welchen Nutzen habe ich? Und da läuft es meist nicht in die richtige Richtung tatsächlich, weil die Fachbereiche selber auch gar nicht so aufgesetzt sind. Also ich glaube, das Interessante, den Trend, den ich sehe, ist, wir haben sehr viel Verwaltung in solchen Fachbereichen, die zum Beispiel Kampagnen managen. Das sind Manager. Wir setzen da überall Managerinnen und Manager hin, und die managen dann das Marketing. Entweder über eine Agentur oder die machen die machen selber bei Google oder bei Meta oder wo auch immer ihre Kampagnen, und dann wird da viel, sage ich mal, Herzblut reingesteckt, aber da fehlen zwei Aspekte meist. Das habe ich sehr oft beobachtet. Das eine ist das Analytische. Das heißt, es wird was gemacht, es entstehen Zahlen, aber es gibt gar keine Einwertung dieser Werte, dieser Sachen. Es gibt meist einen Zielwert, also in dem Business kann man sagen, es ist der Return on Advertising Spend, also das, was du an Geld ausgibst, wird sie auch wieder sozusagen rausholen. Mehr davon, in einem Verhältnis. Und dann wird da nicht drauf geguckt so richtig. Also es gibt unterschiedliche Steuerungsmethoden. Da kann man sich auch wirklich mit erschlagen. Und da sind wirklich Sachen dabei. Ich habe das ja dann auch sozusagen in Realität, habe ich mein dynamisches Attributionsmodell auch mal umgesetzt und auch eingesetzt im Unternehmen. Es ist Wahnsinn. Also davor habe ich gedacht, das wird gar nicht klappen. Das ist so viel Theorie, das ist so viel Kram. Da bist du dann mit so einem Data Scientisten unterwegs, und der erzählt dir ein Modell und der liebt sein Modell, und der schafft es, die Realität, die du glaubst, die dahinter steckt, in ein Modell zu packen, in ein bestimmtes statistisches Modell, und sagt dann so, das bildet diese Realität gerade ab. Und da machen wir Machine Learning drauf, und am Ende kommen wir zu Wahrscheinlichkeiten, wie die Kaufwahrscheinlichkeit war auf den verschiedenen Touchpoints. So, wild. Oh, cool. Ist super, ist cool, ja. Und dann denkst du dir, ja, machen wir dann, und dann gucken wir uns das an. Ja, und dann verschiebt sich das Geld. Ist ja klar, ne? Also dann geht nicht mehr alles an den einen Werbepartner, sondern plötzlich an 4 Werbepartner, weil du hast nicht gewusst, dass da überhaupt 4 zwischen sind. Wusstest nicht, dass da 4 Kontakte waren, bis der Kunde oder die Kundin gekauft hat. Und das ist dann so ein Ding, das siehst du erst, wenn du es umsetzt, und zwar so weit umsetzt, dass du es sogar dem Partner direkt zurückspielst. Das ist der Unterschied. Also du musst die ganze Strecke denken. Du kannst nicht einfach nur, vieles mündet in irgendwelchen Dashboards. Geh mal in ein Unternehmen, ich verspreche dir, selbst das kleinste Unternehmen mit 3 Leuten hat 20 Dashboards. Ja klar, weil die geil aussehen. Hast du 20.000 Mitarbeiter, hast du Millionen von Dashboards, die keiner mehr liest, die nicht funktionieren. Und es ist eigentlich wenn es auch keiner versteht. Geh doch mal da raus und frag mal die Leute, was die blinkende gelbe Leuchte auf ihrem Armaturenbrett bedeutet. Genau, du verstehst nur das, was du selber gemacht hast. Das wirst du verstehen. Wenn du dich damit gar nicht beschäftigt hast, wirst du auch keinen Zugang dazu haben. So viele Tools, vor allem die gute Suite von Atlassian vorne ran, die weit verbreitet ist, ne? SAP und so weiter, die bringen halt Dashboards mit. Ja. Und das sieht dann fancy aus und schick. Und da geht dann so ein Thermometer und alles. Und dann siehst du eine gerade Kurve die ganze Zeit. Geil. Am besten geht die noch nach oben. Ja, oder kriegst vielleicht einen Trend mit, geht immer nach unten. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn schuld? Ja, keiner. Alles klar, dann legen wir uns wieder hin. Und vor allem und das ist eine Frage bei Halbgeschichten, also vor allem diese Metafragen, müssen wir mit jedem Trend mitgehen? Überhaupt die Frage zu stellen. Und darum machen wir ja eine Folge drüber, weil das ist extrem wichtig und sehr unterschätzt.
ist das ein Trend, ist das ein Trend oder ein Hype? Ja. Und ist das ein Trend, den wir jetzt mitgehen müssen? Ja. Können wir den aussitzen? Wie lange? Was kostet uns das, später aufzuspringen? Und ist das vielleicht viel wirtschaftlicher, bevor wir durch die ganzen Experimentierphasen durchgehen und das Geld verballern? Ich habe da eine Meinung zu. Ich glaube, was uns hilft, wenn wir den Soft-Skill Neugier haben und einfach immer am Ball bleiben. Und ich will ehrlich sein, keiner kann jetzt alles nachvollziehen, was bei KI gerade oder AI gerade so im Raum ist, was da passiert, wer links, rechts, was du sagtest, zu klein. welches Large Language Model willst du jetzt bedienen langfristig, ist eine Wette. Ja. Ich bin jetzt auf einem, ich wechsle dann. Die zweite Fähigkeit ist Adaptionsfähigkeit. Wir werden adaptionsfähiger werden müssen. Neugier und ich glaube, das Allerwichtigste, was ich selber für mich jetzt gerade entdeckt habe, auch wegen der Selbstständigkeit, ist die Eigenverantwortung. Wir können uns eigentlich nicht bei als Arbeitnehmer kannst du dich jetzt nicht beim Arbeitgeber abmelden und sagen, so, ich habe jetzt hier meine Verantwortung, kümmere du dich um mich, kümmere dich um meine Weiterentwicklung, kümmere dich um, dass Doch, ich der hier ist der Arbeitgeber, der gibt dir Arbeit. Ja, und dass ich möchte jetzt gerne mehr Geld, aber das ist dein Thema, sondern diese Eigenverantwortung, die wird jeder Mensch jetzt brauchen in Zukunft, durch diese Geschwindigkeit, die da passiert. Und diese Neugier wirst du auch brauchen, weil die Neugier treibt dich dazu, dich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das setzt sich auch vom restlichen Markt ab. Ja. Ne? Also wir haben jetzt eine Situation, ich glaube, es wird nicht, aber ich weiß es nicht, ich glaube nur, ne? Man kann immer nur glauben oder wissen. Und ich glaube, es wird nicht so hart den Markt treffen, wie wir denken. Aber es wird einige auch überhaupt nicht treffen, weil sie diese Neugierde mitbringen und weil sie selber auch einen gewissen Drive nach vorne. Und das kann Neugierde, das kann Gier sein, was auch immer, aber die haben ein Momentum. Genau. Was das auch das eigene Lernen und die Entwicklung angeht. Ja. Und alle, die das nicht mitbringen, die werden ein Problem haben, weil es ist Wandel da. Es wird und Zeit ich noch muss dauern, mich mitbewegen. weil die Firmen ja, also du siehst es ja in der Hierarchie der Firmen, es ist ja auch eine Pyramide und wir hatten das ja auch in der Werbung, Vorbilder, wenn die Vorbilder nicht mitmachen und das ganze Unternehmen auch so nicht denkt, dann wird das ja nicht, wie soll das denn ein Unternehmen sich verändern? Also es gibt nur einen Grund, warum es sich verändern wird, weil kommt irgendein Wettbewerber. Wirtschaftlicher Druck. Und dann, genau, wirtschaftlicher Druck. Und dann das ist auch das, was also nochmal zurück zu der Führungsebene, warum Agilität nicht mehr interessant ist, weil der wirtschaftliche Druck nicht mehr da ist. Ja. KI ist gerade ein viel größerer Treiber. Ja. Andere Hype-Themen sind ein größerer Treiber, aber Blockchain, VR war zu nischig. KI betrifft uns jetzt alle. Und das drückt halt ganz viel, zum Beispiel auch Business Agility aus dem Markt raus. Ja. Weil das für die Agilität ist immer noch wichtig und auch weit verbreitet. Ja. Aber in einzelnen Abteilungen, in einzelnen Standorten, in kleineren Es ist doch Basen. etabliert mittlerweile, würde ich sagen. Also du hast schon, also ich habe es in den Firmen, wo ich war, habe ich, also ich habe es zum Beispiel. Das ist nochmal ein anderes Hassthema generell, wie es etabliert und wie es auch implementiert ist. Ja. Also nur weil ich dreimal die Woche Sport mache, bin ich noch kein Marathonläufer, ne? Also ja, gut, das habe ich jetzt, das wäre jetzt auch den Vergleich würde ich auch nicht heranziehen. Nein, aber also ich bin da ganz vorsichtig, weil die machen alle nicht richtig Agilität oder Agilität nicht richtig und gleichzeitig ist das immer so ein schneller Vorwurf von Leuten, die dann fälschlicherweise raufgucken und sagen, ihr macht das aber nicht richtig. Was für mich, das vielleicht auch noch im Sinne von... Wobei ich bin ja kein Agile-Coach, also ich würde jetzt nicht behaupten, ich wüsste, was Agilität in Perfektion ist oder in der Theorie. In deinem Fall zum Beispiel SEO. Ja. Ne? Wenn die haben halt ihre irgendwie ein paar Metatext reingepackt und sagen, wir machen SEO. Und dann, So, ne? Also auf dem Niveau. Okay. Da würdest du auch sofort hingehen und sagen, naja, so richtig habt ihr es jetzt noch nicht durchdrungen. Ich würde erstmal das Ergebnis gucken, also ich würde erstmal Analyse machen und dann würde ich versuchen, das zu benchmarken und zu sagen, kannst du so machen, aber die machen es geiler. So würde ich es vielleicht machen. So würde ich es vielleicht machen. Ich wette mit dir, 80% der Teams und Unternehmen, die da sagen, wir machen agil oder wir sind agil. Ja, weiß ich auch. Wenn du da guckst, okay, hier ist eine Änderung, setz die mal um in der Woche. Und dann sagen die, dann sagen die in 2 Jahren. Ja, so, genau. Und das ist nicht agil, das weiß ich auch. Da bist du nicht dynamisch. Hast du recht. Ja, oder hier, was macht ihr mit KI? Ist das aber genau, oder der Aspekt, den ich da jetzt gerade raushöre, ist, es wird nicht mehr gehypt, weil nicht irgendwie das Heilsversprechen ist, Produktivitätssteigerung um Hunderte von Prozent oder sowas. Ne? Und der Wettbewerbsdruck ist nicht mehr da. Dadurch, dass es die anderen Großen nicht mehr machen, also nicht auf die Fahne haben, ne? Viele Unternehmen, Google und Co., diese haben noch agile Strukturen mit drin. Ja. So, das ist etabliert. Ja. Aber die gehen damit nicht mehr hausieren und darum ist das kein Signal mehr für den kleinen Markt. Die sind einfach radikaler in ihrer Art. Ne? Die machen das einfach. Also das muss ich sagen, ich habe bei einer Firma gearbeitet, die war sehr radikal tatsächlich. Also nicht im Negativen tatsächlich. Also und das war schon damals eine große Firma und ist dann nochmal um das Vierfache gewachsen. Ne? Kann ja jemand mal gucken auf meinem LinkedIn-Profil, wo ich meine. Und die waren so, und das weißt du ja auch noch, wir waren ja in einer Firma, wo wir erstmal nur Browsergeschäft gemacht haben und dann kam Mobile. Ja. Und alle so, Gott, Mobile, da brauchst du nochmal 10.000 neue Entwickler und das ist ein ganz anderes Geschäft und das war ja für uns eine richtige Qual. Und in der Firma, wo ich dann war das so, wir machen jetzt Mobile. Weißt du was, Björn? Du gibst jetzt einfach mal 3 Leute ab von dir. Und dann musste ich erstmal bei meinen Leuten gucken, so, du und du, ihr seid fit. Ihr geht jetzt rüber in die neue Abteilung. Ja.
viel Spaß. Und die so, warte, ich bin jetzt der Ja, Job, der war gut, was ist los? Der Titel ändert sich, die Rolle ändert sich, War ja was auch passiert hier? Aber Aber das was uns fand bis ich, jetzt erfolgreich gemacht hat, bringt uns nicht weiter. und das hat ein halbes Jahr gedauert, da stand das Team und hat geballert so. Ja. Also in dem halben Jahr, meine ich, ne? Die haben von Anfang bis Ende 6 Monaten haben die es geschafft, Geld zu investieren, Mobile zu machen, und so eine Radikalität brauchst du heute, ich glaube, das Problem bei vielen ist wirklich, diese Hierarchie bleibt bestehen. Viele wollen ihre Sachen verwalten. Der Bestandsschutz. Der Bestandsschutz, genau. Große Organisationen funktionieren wie natürliche Organismen und die haben einfach ein Existenzrisiko bei jeder Veränderung. Natürlich. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten oder die Gruppe der wichtigsten Aspekte, wenn es um Hype und Trends geht und soll ich da mitgehen und welche Future Skills sind da eigentlich für mich jetzt relevant. Auf dieser Metaebene zu gucken, was passiert da eigentlich und warum und ob das und was könnte für mich der Anreiz sein, da mitzugehen und auch für mein Team und meine Organisation. Ja. Weil nur zu sagen, ja, KI ist jetzt geil und da musst du schon 2, 3 Ergebnisse liefern, dass das wirklich gut war. Und da kommen wir zu dem Thema, wie gehst du eigentlich mit Hypes um? Also ich habe das ja selber auch erlebt. Im Marketing waren wir schon sehr best in class für das, was wir da so machen wollten. Und dann hast du das Thema aber, dass du dann machst du neue Dinge, weil du denkst, da muss noch was on top kommen. Ne? Also ich möchte mal ein Beispiel nennen, ihr wollt den Funnel steuern. Ne? Man kennt im Marketing den Funnel. Oben kommen viele rein, unten kommen dann die Käufer raus und dann freut man sich. Profit. Ne? Da unten ist dann der DB, der Deckungsbeitrag, da freust du dich drüber. Ja. So, aber der Trick ist, dass du versuchst, in diesem Funnel auch zu agieren. Du möchtest gerne oben viele Leute haben und möchtest die Käufer haben und dann versuchst du das zu steuern. Und da wird es irgendwann abstrus. Und dann musst du, und das haben wir dann so gemacht, zum Beispiel, ich habe dann mit Objective and Key Results gearbeitet. Wir haben tatsächlich quartalsweise gesagt, wir wollen das versuchen und wie machen wir das? Ja. Und dann haben wir aber wirklich nach der dritten Iteration, nach 9 Monaten habe ich gesagt, so, wir haben es jetzt 3-mal versucht, es wird nicht passieren. Pauseknopf. Wir haben wir haben es gekillt dann. Ja, genau. Wir haben es einfach komplett gekillt und haben gesagt, irgendwann wieder, aber erstmal. Ja, genau, wir haben es dann mal zur Seite gepackt, weil wir würden ja nicht sagen, das haben wir schon versucht. Gibt es ja auch in vielen Firmen auch, genau. Ne? Haben wir schon versucht. Da muss man aufpassen. Man behält sich das vielleicht vor, bis es vielleicht neue Techniken gibt oder was auch immer. Bis es aber das wollte ich nur sagen. Sachlage gibt. Es muss neue Informationen geben, die wieder rechtfertigen, dass wir es nochmal probieren. Oder dass du was am Leben hältst. Auch das, dass du mal wieder die Sache, nee, wir versuchen das am Leben zu halten, wir gucken mal und dann schmeißen wir es trotzdem mal irgendwann weg, weil es einfach immer Ressourcen frisst. Aber so macht Arbeiten Spaß. Und so weißt du selber auch, bist du noch in dem innovativen Teil oder ist es wirklich nur noch Verwaltung von dem besten Class? Ne? Also das habe ich manchmal das Problem, dass ich dann in so Firmen bin, wo dann alles schon so perfekt ist, wo ich mir denke, so jetzt ist es auch langweilig. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Das ist so ein bisschen erinnert mich ganz andere Ebene natürlich, ne? Aber ich musste an die Geschichte denken von dem Arbeitsschutzbeauftragten, der jedes Jahr natürlich die Begehung macht und sowas und dann sagt er, das ist ja jetzt alles so perfekt, aber hier an diesem Geländer könnte noch ein Hinweisschild, dass das Geländer bitte auch festzuhalten ist, während man die Treppe hochgeht und runter geht oder sowas. Ne? Ja, bitte gucken Sie nicht aufs Handy, wenn Sie die Treppen gehen. Ja. Das gab es echt, ne? Ja. Nee, oder ich habe auch eine Abteilung mal gehabt, Buchhaltung, und die saßen aber im Werk und im Werk gab es die Auflage, die Auflage, jedes Jahr musst du 2 Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, also 2 Sicherheitsverbesserungen. Und die wussten nicht, was sie machen. Und die haben halt in ihrem Büro gesessen und Excel-Tabellen geschrubbt. Ja. Das heißt, die haben jedes Quartal ein Verlängerungskabel, da war nichts angeschlossen, durch den Raum gelegt. Dann ist einer drüber gestolpert, das wurde eingereicht und dann wurde das weggenommen und damit haben sie eine Maßnahme eingereicht, damit sie auf diese Quote kommen. Ich liebe ja so Purpose-driven eigentlich, ne? Ja, so richtig so. Wenn du einen Sinn brauchst, dann wo muss ich mich bewerben nochmal? Genau, und das ist auf jeden Fall was, also am Ende ist es vielleicht gar nicht mal immer unbedingt notwendig zu wissen, ist es ein Trend oder ein Hype, sondern was ist für mich relevant davon? Genau. Und wie sieht das kleinste Experiment aus, das ich für mich machen kann, um zu prüfen, ob es interessant ist? Das Machen, das Umsetzen, das Rausprobieren. Du musst was machen, aber klein, iterativ, wo wir wieder auch ein bisschen bei der agilen Denke sind. Und dann auch zu sagen, nee, dann schalten wir es ab oder nicht. Aber das musst du können, ne? Du musst können, kleiner zu schneiden, du musst können, zu definieren, was sind deine Erwartungen, das anzusprechen, zu klären. Und nicht dieses große Ganze. Also du lernst viele Menschen kennen auch dann irgendwann und dann hast du sehr viele Theoretiker, hast du das Gefühl, du bist nur noch mit Akademikern unterwegs, die dann irgendwie, ich habe doch mal ein Pamphlet geschrieben, 30 Seiten und du denkst, irgendwie wollten wir doch nur mal gucken, ob die Werbeanzeige passt funktioniert. Super unsere Podcast-Folge über Story Slicing. Ja? Können wir mal gucken müssen. Ja. Muss ich auch mal reingucken. Und du musst es natürlich aushalten, ne? Ja. Also du musst es, im Zweifel musst du es ja deinen Shareholdern gegenüber auch verkaufen, dass du sagst, nee, wir springen jetzt nicht voll auf den Hype-Cycle und so. Das stimmt. Ne? Wir gucken, wir drehen und wenden das mal vorsichtig. Das schaffst du aber nur natürlich mit der Kompetenz, mit der fachlichen Kompetenz, dass du das auch gut argumentieren kannst, weil das Problem ist, wenn die davon getrieben sind oder sogar noch darüber Leute sitzen, die sagen, mach das mal, musst du halt schauen. Ne? Also alles schon gesehen, alles schon erlebt.
die Leute lieben dann trotzdem noch so 2-3 Jahresprojekte, wo ich mir manchmal gefragt habe, so ich habe nach 3 Monaten evaluiert. Das kann ich zwar machen, aber das ist halt scheiße. Lohnt sich nicht. Nee, es lohnt sich nicht. Also überhaupt diese wirtschaftliche Diskussion und nicht, also einmal, oder sagen wir mal, in Relation auch zu denken. So kann man es vielleicht dann auch gut beschreiben, weil wenn du dir absolut anguckst, ja, KI ist ein wichtiges Thema gerade, ist ein treibendes Thema, es ist an sich absolut betrachtet wichtig, aber hat es Priorität in Relation zu anderen Sachen, die wir machen könnten? Was sind denn die Opportunitätskosten? Also was kostet es uns jetzt nicht auf KI umzusteigen? Den Cost of No Change, den musst du eigentlich, aber das ist ja sehr schwer zu ermitteln, ne? Weil du immer nur von dem, was du kennst, ausgehst. Ja, und der muss ja auch nicht genau sein, aber eine grobe Überlegung, um überhaupt aus dieser Hühnerdiskussion raus, dieser aufgeschreckte Hühnersituation rauszukommen. Wir hatten in der letzten Hast du das Gefühl, dass das so eine Hühnerdiskussion ist? Ich glaube, bei vielen Unternehmen, die sagen, wir müssen was mit KI machen. Und ich glaube, das ist schon wieder abgeschwächt. Nee. Die Untersuchungen sind ja da auch. Was war es in Deutschland vor ein paar Wochen erst? 80-90% der Unternehmen sagen, sie machen was mit KI, aber unter 30% sind darauf vorbereitet. Ja. So, also die sind alle beschäftigt, aber es passiert ja nichts Substanzielles. Also gut, aber Beschäftigung ist ja der Grund, warum du in eine Firma gehst, ne? Du brauchst Beschäftigung. Also sind die Leute Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Dann ist egal, ob KI, das ist ja auch nur ein Beispiel, aber ob das Thema an sich ein Hype oder ein Trend ist, in der Firma, wenn die so agiert, dann ist es nur ein Hype. Ja. Und dann ist auch völlig berechtigt, wenn die alten Hasen da sitzen, dass die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das auf jeden Fall. Und dann auch zu Recht leider, weil das ja bestätigt, über mehrere Jahrzehnte haben die immer wieder einen Hype gekriegt und haben das gut ausgesessen, ne? Und haben gesagt, nö, aber ich bin auch der führende Experte, ich mache das hier nochmal mal. Evolutionär haben die recht. Was ist das für eine Zahl? 3 habe ich hier in der Schublade stehen. Und guck mal nicht in der Datenbank. Und das bringt mich zu einem anderen wichtigen Punkt, den ich beobachtet habe, auch bei den Hype-Diskussionen, ist das jetzt also müssen wir hier umdenken im Unternehmen, dass häufig überschätzt wird, was überhaupt unser Anteil daran ist, an der Beeinflussung des Marktes. Ganz viele Unternehmen sind erfolgreich oder nicht erfolgreich, nicht mal wegen ihrem eigenen Zutun, sondern weil der Wettbewerb oder weil der Markt generell irgendwas macht. So. Ja, genau, weil der Wettbewerb einmal scheiße ist. Ja, der Trick ist zu sagen, das Wetter war jetzt gestern sonnig, deswegen haben die Leute gekauft. Und das ist dann die Argumentation für den Report, wo ich dann da saß und dann dachte so, okay. Genau. Und das stimmt ja auch so. Also es gibt ja leider zu viele Fälle, wo das leider wirklich so richtig. Also muss man immer ein Beispiel aus meinem Umfeld ist, Browser-Game-Hersteller mit Kriegsszenario. Ukraine-Krieg, die Zahlen gehen hoch. Der kann nichts machen, der hat nichts getan. Aber weil einfach gerade Interesse genau. Oder hier das eine Virusspiel, was dann zu Corona-Zeit einfach nochmal durch die Decke gegangen ist. War schon 5 Jahre alt. Ja, stimmt. Was dann einfach wieder auflebt, weil das so eine digitale Variante von Pandemie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding gerade heißt. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Also ich hab's tatsächlich auch und die Verkaufszahlen schießen hoch. Ja. Da kannst du nichts für machen. Aber die Diskussionen intern in den Unternehmen sind dann ganz häufig, was haben wir da getan? Oder warum geht unser Marketing jetzt runter? Ja, das Schlimme ist, dann gehen sie alle los und versuchen dann Ursachen zu finden. Und das ist ja, da ich ja schon viel Analytics-Erfahrung habe, ist ja das Problem immer, du musst vorher schon klar sein, was du messen willst, bevor du überhaupt eine Analyse machst. Und auch wenn wir Hype-Themen analysieren. Der Klassiker ist, die Marketingmanagerinnen kommen und Manager, die kommen dann und fragen dann so, ich habe da gestern was gemacht. Kannst du mal gucken? Ich kann gucken, ja. Sieht nicht gut aus. Oder die fragen dich, kannst du mir mal sagen, wann eine Kundin kauft? Ja, da sage ich 3 Tage. Dann dreht er sich um und dann frage ich erstmal noch, warte mal, was machst du denn mit der Zahl? Ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, genau, nee. Aber ich hatte diese Frage, ne? Ja, ich hatte diese Frage, aber dieses Gefühl, deswegen finde ich auch, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt KI gibt, da können die Leute doch mal ruhig fragen. Durchschnittsfragen machen, ist günstiger, genau. Das Bullshitten wird günstiger. Das ist aber auch ein Business Case. Ja, du kannst halt Prototyping. Wie viele Leute, obwohl, das finde ich ja geil, wie billig Prototyping geworden ist, auch im physischen Sektor und wie wenig es genutzt wird. Ja, definitiv. Ich glaube auch, das sind einfach, die Potenziale sind nicht da, weil, muss man fairerweise sagen, ich habe mich 2 Monate noch fortbilden lassen zum Thema KI und ich habe wirklich diese Zeit gefühlt 14, 16 Stunden am Tag darüber nachgedacht, was ich damit alles mache und wie ich es tue. Und ich nutze es heute ganz anders, als ich es vor noch einem Jahr genutzt habe, wo ich auch schon Vibe gecodet habe oder mir eine Webseite gebaut habe oder über eine Dienstleistung nachgedacht habe. Das macht schon was. Also du musst diese Chance haben. Und was ich jetzt erlebe, ich bin ja raus aus diesem Festangestellten-Dasein, wenn du die Bubble verlässt, dann siehst du trotzdem noch, wie alle in ihrer Bubble sind. Und das ist ganz spannend. Keiner, der in einer Bubble ist, hat eine Chance, noch so viel Themen außerhalb. Die Filterbubble ist so extrem. Die ist extrem, weil du hast ja den Confirmation Bias. So, das ist ja, das Thema ist immer noch geil. Ne? Gehen wir mal wieder zur Agilität zurück. Wenn du als Agile Coach irgendwo in deiner Szene schwimmst. Ja, und du hast auch Erfolgserlebnisse, von denen du ja berichten könntest, aber die 100 anderen haben es nicht gehabt. Die haben da irgendeinen gehabt, der eine Methode reingeworfen und hat gesagt, hier, friss oder stirb. Ne? Genau, aber du bist dann so, du musst halt einfach mal einen Schritt zurück in andere Branchen rein.
in andere Umfelder, Ja. mal zu deinen Eltern fahren, weil die damit überhaupt nichts zu tun Nee, haben. was machst du eigentlich nochmal? Ja, Ich ja, rede ja. mit Menschen. Ach so. Das ist- Therapie. kann man davon leben? Kann man davon leben, ist die geilste Frage. Ey, kein Scheiß. Das brauchen Ich habe neulich eine Podcast-Folge, ich war bei meinen Eltern zufällig, als wir eine Folge vor 2 Monaten ausgestrahlt Ja. haben und zur Kontrolle habe ich die auf dem Fernseher angemacht und meine Eltern haben wirklich kurz überlegt, so, du sitzt doch da und wie habt ihr, ist das voraufgezeichnet? Geil, die haben auch gedacht. Die haben wirklich, also die sind schon fit technisch, aber Ja. ich habe wirklich gesehen, dass das 3 Sekunden gerattert, damit das Witzig. kannten sie noch nicht. Ja, witzig. Oh, so ist das halt, ne? Ein anderer Aspekt, ich weiß noch nicht, wie ich den da reinknüpfe, aber ich habe ihn die ganze Zeit im Hinterkopf, ist für mich diese Meta-Analyse von Trends. Wo kommen eigentlich bestimmte Marktbewegungen auch her? Im Vorgespräch haben wir ganz kurz auch über die Entlassungswellen gesprochen. Wir Ja. haben ja gerade einen ganz schwierigen Markt. In der letzten Folge mit Merlin. Komplett gedreht, ne? Also vom Logistik. Fachkräftemangel hin zu Nee, das Ding gefühlt. Das wollte ich gerade sagen. In der letzten Folge haben wir Merlin da gehabt aus der Logistik Ja, und die haben extrem Fachkräftemangel. ja, So, und bei uns ist gerade nichts zu bekommen an Stellen. Du wirst nicht eingestellt, ja. egal wie gut du bist. Ja, es differenziert auf den, wo Genau. gerade Bedarf Du hast ist. gerade Industrie separiert, die Riesenschere. Ne? Das ist schon mal super spannend und ich habe es noch nicht erlebt in den 20 Jahren, die ich jetzt am Arbeitsmarkt bin. Also da gab es wahrscheinlich irgendwann schon mal, aber nicht. Ne? Nicht, dass man davon betroffen war dann. in dem Genau, Moment, und auch ne? nicht in der Form, dass einfach dass alle Krisen gleichzeitig da sind. Ja, Aber aber die stapeln sich ja immer Genau. mehr, ne? Also, so, und was ich aber auch Corona, sehe, ganz Krieg. viele, vor allem im Programmierumfeld, ne? Ja. Die Leute sind nervös und bleiben jetzt sehr viele Leute, sehe ich in der Opferhaltung, die aber im Unternehmen bleiben. ja, Das sogenannte Job-Hugging. Kennt ihr das? ja. Ja, ich kenne das. Den Begriff Ja, hab ich natürlich, schon gibt's auch. gelernt neu. Genau, Ja, also, genau. dass man sich an den Jobs festhält, Ja. obwohl man eigentlich gehen sollte. Gab es ja und vorher will. auch schon. Ja, aber das ist jetzt In einer gerade- anderen Form. ist Jetzt ist gerade sie ein Trend. extremer. Jetzt ist es ein Heute Trend, ist es ein genau. Trend. Ja. Jetzt gibt es einen neuen Namen dafür, also Ja, haben wir einen genau. neuen Ja, Trend. natürlich. Und vor allem hat der Quiet Naming. Quitting abgelöst. Ja, ja, genau. Genau, jetzt ist es Jobhugging. Die Ja. Leute sind wirklich komplett. Auf einmal sind sie wieder depressiv. ambitioniert. Nee, die sind einfach so komplett depressiv. Gott. Also die schlimm. machen nicht mehr Dienst nach Vorschrift, sondern Ja. die können gar nicht mehr. Ist auch Eine Blase, anderes ne? Ding. Wenn man in der Blase Nee, ist aber, eigentlich. genau. Aber ganz viele Diskussionen, wo ich mit Leuten geredet habe, auch die mir nahestehen, die sagen, ja, ich kann gerade nicht wechseln, der Jobmarkt ist so scheiße und die Entlassungswellen, weil die Firmen geht so schlecht. Und ich sage so, hä? Ich gehe ganz viele Firmen, die sind gerade wieder als Unicorn eingestuft worden, ne? Da 1 Milliarde Bewertung und da 2 und das Geld ist da. Das kannst du nicht pauschalisieren. Also ich habe ja, Nein, ich habe ja im aber- Finanzbereich jetzt auch, war ja auch noch tätig neben Genau. Marketing. Und du siehst aber auch Da- die Branchenreports. Ja. Es gibt sehr viele Branchen, die wachsen und wachsen und wachsen. ja. So, und es ist nicht nur die KI-Branche also vor allem im Tech-Bereich. Das Geld ist da. Ja. Aber es ist umverteilt. Es sind Genau. nicht mehr die Konzerne von Es ist früher. umverteilt. Jetzt müsstest du suchen. Und aber auch die Entlassungswellen Ja. sind nicht unbedingt deswegen, weil es den Firmen schlecht geht. Nee, die Weil- sind ja nicht. so, und das meine ich mit Meta-Analyse. Ja. Wenn du dir die Trends wirklich anguckst und auch als Geschäftsführung oder als Team oder Bereichsleiter anguckst, müssen wir in diesen Trend aufspringen und welche Faktoren gehen dagegen. Was ich zu selten sehe, ist, dass man einmal hinter den Vorhang guckt und schaut, warum gibt es bestimmte Bewegungen am Markt. Und vor allem bei den Trends bei den Entlassungswellen sind es ganz viel auch die Umschichtung der Gelder. Ja. Das Ja, ist es Anfang auch. des Jahres die Riesenentlassung bei Microsoft. Mhm. Das waren vor allem auch bestimmte Fachkräfte aus dem VR-Bereich und so weiter. Ja, ja. Und die haben 4.000 Leute rausgeschmissen und die haben gleichzeitig in der gleichen Woche 2.500 Stellen aufgemacht, aber in Indien. Die haben in Amerika Leute rausgelassen, weil es für die am Ende natürlich unwirtschaftlich ist, die Leute umzuschulen. Es ist günstiger, alle rauszuschmeißen, den Shitstorm abzukriegen und woanders wieder einzustellen. Ja. Wenn sie wirklich technologisch Aber das wachsen haben die auch schon immer gemacht, ne? Ja, Weil das Produkt, aber das weil sehen die, so weil, wenig die, Leute. weil die einen Produktfokus haben. Ja, gut, aber du hast Nein, ja. ich meine, du hast ja Außenmarkt, aber- du siehst das. Du guckst jetzt, ich gucke ja nur auf den deutschen Markt erstmal so. Ja, aber- dann genau. hast du den internationalen Wettbewerb, dann kommen die China-Player mit rein. So, das ist schon, also du hast schon eine ganz andere Bewegungswelle, würde ich sagen. Und wenn du dir ein klassisches deutsches Unternehmen anguckst, das hat jetzt 3 Jahre Stagnation gehabt im Umsatz. Das hat aber jedes Jahr die Kostensteigerung von 10% gehabt. Und da Aber weißt nicht du. alle. Nein, ich sage nicht alle, Also, aber du kannst auch nicht andere pauschalisieren, dass verdienen es so vielen gut geht. Also das glaube ich auch nicht. Gerade Gerade Retailern und also es gibt ja genug Leute, die auch physikalische Waren verkaufen. Also jetzt vielleicht im Die Tech-Bereich aktuellen nicht. Zahlen jetzt von der Black Week, die sind Ja. bombastisch. Ja, Bei vielen Unternehmen. Ja, wieder viele bestellt, aber- Walmart hatte ich jetzt Kosten trotzdem, ne? Die Logistikkosten sind hochgegangen, die Personalkosten steigen weiterhin. Am Ende räumen die auf, weil der größte Kostenfaktor ist Personal bei vielen Firmen und das ist das, ne? Also eine Umschichtung des Gelder, genau, ja. Genau, aber eine Verschwörungstheorie, die ich dahingehend sehr spannend und auch leider ein bisschen erschreckend plausibel finde, ist zum Beispiel auch, dass
viele Unternehmen, vor allem im US-Tech-Bereich, Mhm. KI als Druckmittel einsetzen, Ja. damit die Leute halt, genau wie Homeoffice-Regelung, ne? Denen interessiert es nicht, ob Homeoffice oder nicht. Die wollen die Leute rauskriegen, weil sie Gelder in Investitionen umschichten müssen. Ja. Ist eine Theorie, die ich erschreckend plausibel finde. Und das andere ist auch, dass mit KI gedroht wird zu ersetzen, weil die Programmiergehälter zu hoch sind. Ja. Die sind halt vor allem in den USA explodiert. Ja. Das 6-stellige Einstiegsgehälter, das können die nicht mehr, das wollen die nicht Die mehr wollen alle, bezahlen. irgendwo will man immer Und so ein jetzt Reset wird gedrückt. so ein Reset erzwingen sozusagen. Und damit du nächsten Monat nicht über 360.000 diskutierst mit mir, schmeißen wir an einem anderen Standort einfach 10 Leute raus, die wir vielleicht hätten gebrauchen können oder auch nicht. Aber Genau. dass die Wetten, die da gefahren werden, auch vor allem bei den Großkonzernen, bei den Global Playern, die aber dann Effekte auslösen, die wir hier im Mittelstand oder in anderen Industrien irgendwie aus der Entfernung sehen und dann aber nur wieder auf das reagieren, was wir im ersten Moment sehen können. Und das ist dann die KI-Geschichte. Sollte man schon versuchen, da mal hinterzuschauen, was passiert dann noch so natürlich. Ja. Also das solltest du machen, dass du dir wirklich eine gute Perspektive von verschiedenen Seiten reinholst, bevor du überhaupt entscheidest, oh, das ist jetzt aber so, das ist ja so, da sind die jetzt schuld oder das Agilität ist so genau passiert. das Gleiche, ne? Ja. Wir haben jetzt, du hast es ja auch dann angesprochen, so Agilität ist doch gar nicht tot. Aber in unserer Bubble wird häufig darüber gesprochen, Agilität ist tot. Nee, der Beratermarkt ist Deswegen tot. bin ich tue ich mich so schwer mit Bubbles. Und ich muss selber sagen, man verfängt sich selber sehr schnell da drin. Ich habe das über die Festanstellung ja selber auch gemerkt, wie oft also ich war jetzt in der letzten Firma, war ich über 8 Jahre. Das ist die längste Zeit, die ich überhaupt in einer Firma war und ich habe ja über 20 Jahre Berufserfahrung, also ich bin immer viel gewechselt in 7 Firmen, 14 Rollen und da merkst du dann auch so, dass, dass du in Bubbles irgendwann gefangen bist. Je länger du das machst, desto mehr beschäftigst du dich nur noch mit dem Umfeld bei dir, was da los ist und du hast keinen Blick mehr für andere Dinge und ich glaube, das ist ganz Kunst, immer wieder rauszukommen, immer wieder Abstand zu gewinnen. Das ist notwendig. Hochfliegen und tieftauchen ist meine Devise. Immer mal rauskommen, sich ein Thema angucken. Also wie du sagen würdest, schauen wir mal hinter die Kulissen rein, wieder hochkommen, wieder gucken, wo muss ich links und rechts gucken. Guckt euch andere Branchen an, hört euch Podcasts an, die einfach mal das Themenspektrum aufgreifen. Geht in User Groups, geht auf kleine Konferenzen und geht mal in andere, also ein bisschen breiter in die Szene oder aus eurer Szene raus. Das liebe ich gerade. Leute kennenlernen und mit denen mal darüber sprechen, welche Perspektiven haben die. Es ist so hart zu sehen. Also als Freiberufler, dadurch, dass ich dann nicht nur einen Kunden habe, sondern querbeet, kriege ich da ein ganz anderes Bild drauf und es ist immer wieder erschreckend dann zu sehen, wenn du mit Leuten redest, die halt in ihrer Bubble festhängen und auch, es ist für mich aber ja genauso schwer, aus meiner Bubble rauszukommen, aber ich mache das aktiv, weil ich immer wieder sehe, wie wichtig und wertvoll es ist. Vor allem, wenn wir darüber analysieren wollen, ist das ein Trend oder ist das ein Future Skill? Also ist das ein Hype oder ein Future Skill? Dann musst du einmal von der Seite rauf gucken. Um dann eine Bewertung zu machen. Weil wenn in deiner Bubble kriegst du viel zu viel Confirmation Bias. Du wirst immer Leute finden, die gegen KI sind. Aber du brauchst den Confirmation Bias mal auch mal von der Seite oder woanders reinzugucken. Viele Perspektiven machen am Ende doch eine bessere Wahrheit. Ich weiß gar nicht, ob du damals dabei warst, aber wir waren mit der kleinen Delegation aus der agilen Bubble mal bei der PMI User Group hier in Hamburg. So, und da haben sie die erste, du warst dabei, ne? Genau. PMI steht für, sag nochmal? Das Projektmanagement-Institut, das ist das traditionelle Projektmanagement. Also das Klassische der noch, so, ich habe hier so die Dokumente, hast du das ausgefüllt und so? Ah ja, alles klar, klasse. Wo die ganzen... also die haben ja jetzt inzwischen auch agil, mussten sie haben die jetzt eingebaut tatsächlich? Schon seit Jahren. Okay. Aber das war noch, da waren wir noch gibt bei es ja auch noch, ganz klassischen Chapter, genau, ist auch schon... Klassisches Chapter? Ja, die waren am Anfang auf dem Buffet. Warte, das ist eine kleine Abendveranstaltung, eine offene User Group. Ja. Es gab, das Buffet hatte eine Vorsuppe und es gab Thunfisch Tartarbällchen. Oh, lecker. So, ne? Also ihr habt schon mal auf jeden Fall genossen. So, das gab es bei Agilen nicht. Nee, ne, da gibt es eine Banane und ein Schnittchen, genau so. Ja, genau. Pragmatisch. Aber nur um das Niveau zu klären, ne? Also was das für andere Welten sind. Also geht zur PMI. Und wir haben auch, glaube ich, also wir wurden da auch identifiziert, weil wir Kapuzenpullis und T-Shirts und keine Anzüge anhatten. Ja. Und als Hausmeister oder als was? Nee, im Publikum. Ja. Der Referent, der hat uns auch, glaube ich, 3-4 Mal adressiert in seiner Rede, wenn er Angst hatte, dass er zu provokant in die klassische Richtung geht. Ach, echt jetzt? Ja, weil es ging eigentlich also das war wirklich vor über 10 Jahren. Ist auch eine Bubble, ne? Wo die halt auch angefangen haben, Agilität reinnehmen zu müssen ins klassische Projektmanagement, weil der Marktdruck da war. Ja. Die haben ja keinen Bock drauf gehabt. Ich weiß auch noch, im PM-Bock. Also du musst dein Produkt ändern, weil der Marktdruck da ist. Und dann stell dir vor, du hast obwohl du das Produkt gar nicht mehr ändern brauchst, mach doch das andere Produkt. Diese Änderung, die du einbaust, trieft die Ignoranz, die du hast und die Abscheu. Der PM-Bock hat nämlich Agilität
eingebaut, visuell. Ja. Alles ist ganz hoch. Muss alles dokumentiert. Nee, warte. Der PM-Bock, das ist der Product Management Body of Knowledge. Das ist dieses 800 Seiten Buch, mit dem die da rumschreiben. Ja. Und das ist die Agilität reingegangen. Ja. Der PMI, ACP, der Active. Also nochmal 100 Seiten mehr. Aber der Witz ist ja die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Die traditionellen PM-Seiten mit die Graphen, das ist alles fein säuberlich, so wie du es kennst, ne? Scharfe Kanten und so weiter. Und das andere hatte eine Skribbeloptik. Weil es dann anders, genau, es wirkt fancier. Es ist so das New das Shit sieht aus, wie in als wenn Town. Kinder gemalt haben. Ach so. Das sieht aus wie handgezeichnet. Die haben, weil das ja dieses agile, aber du meinst, das muss ja dann gewollt sein. Ja, ist es auch. Dass Kinder gemalt haben. Das Ding, also diese Ergänzung, die triefte wirklich so diese Abscheu gegenüber dem Thema, aber wir müssen es, weil der Markt es braucht. Ja, das finde ich wild. Also den mache ich das doch nicht anders. Dann mache ich das doch gleich zu dem Design. Nein. Keine Ahnung. Jedenfalls kamen wir ja eigentlich daher, dass wir da waren, um mal aus unserer eigenen Bubble rauszugehen. Ja. Das war auch eine ganz coole Erfahrung. Das war genau. Und du hast halt gesehen, es gibt diese anderen Kulturen. Und die meinen das ernst. Ja, aber man konnte mit denen reden, das waren Menschen. Ja, natürlich. Natürlich kannst du mit denen reden. Natürlich kannst du auch schauen. Du musst ja nicht gleicher Meinung sein. Die hatten Angst vor uns, ne? Also die haben uns wirklich, also es war schon sehr, sehr skurril. Wir haben auch gedacht, wir waren ja nervös, weil wir die Minderheit waren, so mit 4, 5 Leuten. Und die haben mir gedacht, was dürfen wir denn jetzt sagen? Also die haben ja Ahnung davon. Wenn wir, ne, du darfst es nicht, genau, es ist schlecht, wenn du dann was erzählst, was nicht stimmt, ne? Oder was anders eigentlich umgesetzt wird. Wir waren ganz handzahm, ne? Also wir haben da nicht mal gesagt, das funktioniert nicht. Ja gut, das weiß aber, das wissen die das weiß er nicht. Das steht ja nicht in deinem Kopf, auf deinem Kopf, dass du sagst, ich bin handsam. So, du sitzt erstmal so, guckst skeptisch die ganze Zeit. Folge hier gesehen haben. Dann hast nicht einmal gelacht zu den Witzen und dann ist das schon klar, ne? Resting Bitchface ist Machen die überhaupt eigentlich Witze? Traditionell. Mit Anzug lacht man da noch? Darf man da Modell generell ein Witz ist, aber oh, Wasserfall. Okay, herrlich. Also jeden Job, den ich mache, ich scheiße auf, also egal auf den Titel, man ist ja immer Projektmanager eigentlich, weil man macht ein Thema, man muss Leute mitnehmen, man muss das inhaltlich. Es gibt keine Projektmanager mehr. Ja, es gibt keine Projektmanager mehr, ne? Ja, weil das Projektmanagement, das Institutionierte durchs PMI und so weiter, die Institution. 80% Dokumentation und 20% mit Menschen reden. Ja. Und bringt richtig weit. Das stirbt halt auch aus. Ja, muss ja. Muss am Ende, jeder hat ein Thema, ein Projekt, muss sich darum kümmern, muss das inhaltlich irgendwie gestalten. So, also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo einen neuen Job anfange und ich habe eine Aufgabe, ich möchte ein dynamisches Attributionsmodell einführen, das ist ein Projekt. Da muss ich Leute finden, da muss ich die richtigen Leute finden. Ja, per Definition. Ne? Und dann muss ich aber, die meiste Arbeit ist ja nicht, dass ich dann so ein 800-Seiten-Buch und ich baue mal hier, ich habe ein Wasserfalldiagramm und ein Gantt-Diagramm und guck mal da und jetzt hier und dann sehen wir gerade Phase 3 Phase 3 haben wir es geschafft und jetzt kannst du mir bitte mal ein Status-Update geben. Nein, ich bin die ganze Zeit nur am Sabbeln mit den Leuten, sitzt irgendwelchen Führungskräften auf dem Schoß und sagt, kann ich bitte nochmal einen Mitarbeiter haben, der war so gut, den brauche ich nochmal. Nee, genau. Weiß ich nicht, was habe ich denn davon? Ich mach dich groß. Da gehen die Politikspielchen durch. Ja, es ist wirklich so und Und da muss man sich wirklich immer fragen, wie viel Methode brauchst du, um zum Erfolg zu kommen? Also ich bin selten jetzt durch ganz grandiose Methoden nach vorne gekommen, sondern tatsächlich mehr durchs Gesabbel, leider. Muss ich ehrlicherweise sagen. Wir sabbeln auch schon ganz schön lange. Ja, ne, ich bin auch. Ich bin ein bisschen frisch noch. Ich weiß auch nicht, dieser Trend. Nee, die passt noch. Also wir sind doch voll in der Zeit, Alter. Ja, ist gut. Okay, ja, noch ein Auftrag. Nein. Erzähl mal. Das bringt mich aber auf einen anderen Punkt an. Gar nicht mal unbedingt in diese Hype- und Trenddiskussion. Aber wir waren bei Perspektiven jetzt gerade noch, ne? Politische Spielchen, ich befürchte, politische Spielchen ist ein Future Skills. Also sich da auch in kleineren Unternehmen sich da anzueignen, weil ich merke, je mehr Unsicherheit die Marktsituation gerade bringt und wir sind am Maximum. Ja. Wir haben Kriegszustände. Desto mehr verharrst du auf den alten Dingen. Ja, vor allem, je weniger sind die Leute bereit, diese Wetten einzugehen und halten ihr Geld zurück. Seit wir diese... Wobei jetzt nach 3 Jahren, ich habe mit ein paar gesprochen, die werden nächstes Jahr alle hier all-in reingehen müssen und versuchen. Ja, genau. Die müssen. Deswegen, also aber wenn du den Druck hast, kommen die schlechtesten Ideen dabei raus. Und das, hoffentlich nicht. Ne, ich meine, ich drücke euch allen die Daumen. Wir sehen ja nicht nur auch mir. Wir sehen ja nicht nur im agilen Markt, dass die Beraterszene halt gerade rausgenommen wird. Ja. Als Selbstständiger weißt du es ja auch, ne, wie schwierig es gerade ist zu akquirieren, weil die Leute haben Geld, aber sie kriegen die Budgets nicht freigegeben. Sie dürfen das nicht ausgeben und wir sehen es ja auch in unseren Zuhörerzahlen. Die gehen runter. Keiner geht mehr zu Konferenzen, keiner geht mehr zu Meetups, außer es ist die einzig große, es ist eine OMR. Ja, man nimmt nur den sicheren, den Safe Haven oder so, dass man da so hingeht. Viel Unsicherheit, die Leute sind nicht mehr bereit, Unsicherheit noch zusätzlich in Kauf zu nehmen. Ja. Und dann überzeugt man irgendjemanden, dir ein Budget zu geben für eine Sache, die du nicht hieb- und stichfest belegen kannst. Ja. Und du hattest vorhin du verlierst ja trotzdem. Du hast es vorhin ja selber gesagt. Welche KI jetzt gerade da ist, das sind alles Pferdewetten. Ja.
So, wo gehe ich denn jetzt rein? Womit baue ich meinen Agenten? Und zwar in dem Ausmaß, dass das am Ende vielleicht aussieht wie eine Jira-Installation oder SAP oder ein ERP eingebaut, dass wir da nie wieder wegkommen. Und das ist eine Angst, die Unternehmen haben, die sie gerade dazu gebracht haben, die letzten 2-3 Jahre keine großen Investitionen zu machen. Und diesen Investitionsstau haben wir jetzt gerade. Und darum, glaube ich, ist aktuell auch wenn ich es überhaupt nicht leiden kann, aber politisch denken zu können, dieses interne Spiel mitzuspielen, auch in kleineren Unternehmen, extrem wichtig und für mich sogar ein Future-Skill. Leider gibt es da kein Trainingsangebot für. Nee, das kannst du. Das musst du, da musst du auch, ich habe das Gefühl, da musst du auch so ein Typ für sein. So ein Mensch. Nee, so ein Typ Mensch. Das kannst du lernen. Nee. Doch. Ich kann das nicht lernen. Ich habe das nicht gelernt, nein. Also ist jetzt auch eine gebeiste Meinung, ich bin da aufgewachsen in einer Versicherungsagentur von meiner Mutter. Die hatte halt eine eigene Agentur und dadurch war sie nicht eingebunden und dadurch habe ich so mit ein bisschen Abstand immer, wenn ich mitgenommen wurde von ihr, und ich habe auch meine Praktika gemacht in den Ferien und so, das Ganze mit Abstand betrachtet, aber sehr schnell gelernt, wie politisch das läuft. Also ich glaube mit 14 habe ich den ersten Bezirksleiter gesehen, der weggelobt wurde. Willst du mir jetzt gerade dein Programm anbieten? Weißt, ich bin noch nicht so richtig, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht mit der Geschichte. Komm in meine Gruppe. Auf keinen Fall. Ich biete persönliches Coaching an. Bleibt immer, wie ihr seid. Das verkauft sich am besten. Nein, gar nicht. Authentizität ist überbewertet. Okay, ich muss jetzt los. Also, wie war das mit der Zeit gerade eigentlich? Sag doch mal, bist du so spät geworden? Nochmal zurück auf das Kernthema. Ne? Hype oder Trend. Ja. Wenn wir darüber reden, was sind Future Skills und schön, dass es hier eine neue Methodik gibt oder ein neues großes Thema, ne? und neue Marktbewegung. Es ist aber ja wichtig zu entscheiden, müssen wir da mitgehen und wenn ja, welchen Aspekt? Also, und jetzt auch bei den Politik und so weiter, diese Wetten, die gerade nicht eingegangen werden, darauf. Du gehst die Wette aber ein, das muss ich dir auch sagen, wenn du einen Business Case aufmachen kannst, der wirklich gut ist. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ganz wenig Leute schaffen es wirklich, einen guten Business Case aufzuschreiben, der auch sich rechnet. Und das muss ich als Future Skill festhalten, da bin ich völlig bei dir. Weil das ist das Problem, was wir haben. Wir sitzen, das muss nicht mal ausführlich sein, detailliert. Du wirst diesen Case ja nicht aufmachen, wenn du in der Verwaltung, wenn du ein Verwaltungsjob bist schon. Wenn du dieses Jobhugging machst beispielsweise, und das machst du vor allem auch als Führungskraft meist, da bist du nämlich der Erste, der hackt. Wir haben gerade die meiste Unsicherheit. Weil du hast deine 7 Leute, als Abteilungsleiter hast du deine 30 Leute, du wirst für das Geld bezahlt, also du wirst halt dafür bezahlt, dass du Leute verwaltest oder Leute führst. Als Manager, ja. Als Manager, genau. Führung ist noch ein anderes Thema. Aber. Ja, aber die wenigsten sind als Führungskraft angestellt, sondern sollen irgendwie verwalten. Ja, das ist ein anderes Thema. Also können wir auch nochmal ein Fass aufmachen, tatsächlich. Ja, ich weiß, das liebst du und da hast du auch recht. Aber es ist tatsächlich so, die sitzen jetzt auf ihren Jobs, die sind nicht die innovativsten. Die haben ja, wenn die Innovation machen würden und das jetzt gerade in Kombination mit KI. Werden ja nicht bezahlt, innovativ zu sein, sondern die Herde zusammenzuhalten. Also das finde ich immer ganz interessant, weil mein Anspruch war es nie, ich habe zwar irgendwelche Rollen und Titel bekommen, aber die Aufgabe war eigentlich tatsächlich, komm mal rein und ich habe das Gefühl, du hast eine Idee, was wir da besser machen können. Und dann hat man transformiert. Und jetzt zum Beispiel, wo ich mal eine Marketing Intelligence aufgebaut habe, da war das so, dass ich am Ende gesagt habe, jetzt habe ich da wieder 3 Servicebereiche aufgebaut. Das ist alles toll, das hilft. Das hat Struktur geschafft, das hat einen Marketing-Data-Layer gebaut, die haben die technischen Infrastrukturen gebaut, dass das Tracking, Server-to-Server, alles da ist. Und die haben auch von einem Controlling hin zu einem Ertragsmanagement sich umtransformiert. Also das heißt, die saßen da nicht nur und haben gesagt, ich habe die Excel-Tabelle für dich ausgefüllt, liebes Zentralcontrolling, so, sondern die haben dann am Ende auch gesagt, wir wissen eigentlich, wo das Geld wirklich liegen müsste, in welchem Kanal und so. Also wirklich zu überlegen, so, das war nett bei dir, aber das machen wir lieber da rein, das hat mehr Effekt oder hat mehr Wirkung, das konnten die auch nachweisen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist da toll, dass du diese Serviceabteilung hast, aber die müssen eigentlich immer wieder am Operativen sitzen. Das heißt, da auch der Wandel dann von dem, da wo du deine Kampagnenmanagerinnen und Manager sitzen hast, zu sagen, nee, also ein Kampagnenmanager oder eine Managerin darf da noch sitzen, aber auch da muss der Analyst rein, da muss der Tech oder die technische Frau rein und da muss auch dieser Ertragsmanager oder die Ertragsmanagerin rein, die dann zusammen auf dem Thema sitzen und dann zum Beispiel interdisziplinär viel mehr reingehen und weg von diesem Servicegedanken, weil es gibt nichts Schlimmeres eigentlich, als wenn du irgendeinen Service, das ist ja auch IT ist ja meist eine Serviceabteilung. Habt ihr den Webshop gebaut? Ja, habt ihr das eingebaut? Genau. Habt ihr das gemacht? Und das fühlt ja keiner. Also ich war ja bis jetzt immer erfolgreich, wenn ich hingegangen bin und gesagt habe, weißt du, was der geile Effekt ist, wenn wir das machen? Und dann hier und da und dann hast du das gelernt und hast noch dieses drauf und guck mal, wir gucken zusammen die Zahlen an und dann hatten die alle Bock. Ja. Aber wenn du da nur hingehst und sagst, kannst du mal bitte fertig machen, ich habe dir ein Jira-Ticket geschrieben, da habe ich dann beschrieben, dass am Wochenende irgendwas passieren soll. Wie findest du das? Und das ist genau mein Punkt, wo du gesagt hast, Business Case, ne? Mein Herz schlägt weil ich merke es auch immer wieder, wenn du sagst, da musst du halt einen Case haben, dass die Leute sagen, oh, aber das ist ein Riesendokument, was sie denn im Kopf haben. Nee, gar nicht. Sondern du musst One-Pager. Genau, du brauchst eine plausible Geschichte. Ja.
So, und ich glaube auch, und da sind wir auch wieder bei einem nächsten Future-Skill. Storytelling. Für mich Storytelling. Ja, Dass definitiv. du die Faktenlage nutzen kannst, Definitiv, Storytelling ist wichtig. angereichert durch das, was wir glauben, Hypothesen, die wir haben, Ja, und dann eine kohärente Geschichte daraus zu erarbeiten, nicht zu erspinnen. und für Wir die wollen du nicht auch lügen. kompetent wahrgenommen wirst. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also du kannst nicht, Du musst bestimmte Sachen du ausarbeiten. kannst jetzt ja. nicht zum Beispiel vorher irgendwie Buchhaltung leiten und dann gehst du da hin und sagst, ich hätte jetzt mal Bock auf ein Nein, innovatives Marketing. Du musst Teil so. dieser Geschichte sein. Du musst Teil dieser Geschichte sein, genau. Du musst es auch, ich finde, und da habe ich viele Entscheider auch so wahrgenommen, dass wenn du das trägst und auch machen willst, dann kriegst du die Chance. Mhm. Das nutzen viele Menschen ja nicht. Viele Menschen denken ja immer, nee, das ist ja alles so im Kopf schon so und er würde Nein sagen oder sie würde Nein sagen in der Entscheidung oder so. Ja. Sondern diesen Mut mal zu haben und zu sagen, ich schreibe das jetzt mal runter, ich mache mal eine geile Story und geh mal hin und frage mal, hast du meist eine Chance? Außer es ist wirklich so eine politische Frage oder es ist irgendwie, ne, also wenn die Leute dann Gefahr riechen, oh Dann Gott, kannst du dir auch was mit kaputt machen. dann kannst du natürlich was kaputt machen. Das würde ich dann, also wenn man dann in so einem Konstrukt arbeiten und leben will, dann trifft man auch diese Entscheidung natürlich dann für sich selber in dem Moment. Genau, aber du brauchst halt, also es ist ganz wichtig, dass man versteht, wie die Mechanik versteht, ne, das Politische dahinter, wie Wetten eingegangen werden Ja, und warum gerade ganz viele Wetten nicht eingegangen werden wegen der überwältigenden Unsicherheit. genau. Und dazu dann anknüpfend wirklich den Future Skill, also die Fähigkeit, Narrative zu erzeugen, die da passen und die das bedienen. Ja. Du kriegst dein Budget, du kriegst deine Freigabe, du kriegst auch das Experiment nicht mehr genehmigt, wie vor 10 Jahren, weil du einfach sagst, ja, der Wettbewerb macht das auch. Ich meine, vor 15 Jahren, wo wir da zusammen angefangen haben, da war ja, die anderen machen, also da sind die Golf spielen gegangen mit den Google-Chefs und Ja. die haben gesagt, wir machen jetzt hier so ein Scrum-Ding, dann müssen wir das auch machen. Ja. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört. Also ja, doch. Also ich hatte das vor ein paar Jahren hatte ich schon noch so mal bei gehört. Einzelthemen, Ja. aber nicht mehr auf der großen Wenn es- Ebene. Wenn die Entscheiderinnen und Entscheider dann sagen so von wegen, das ist Common Sense, also das, Wenn das so, aber dann ist es schon in der breiten Bevölkerung dann, angekommen. wahrscheinlich, also es ist nie ein First-Mover-Thema. Nee. First-Mover-Themen machst du allerdings im Fachbereich dann doch, wenn du die Chance hast. Also das ist ja auch was du merkst, wenn du in großen Firmen unterwegs bist, wo viel Geld fließt, dann kriegst du ja auch Angebote. Dann kriegst du ja auch von den Dienstleistern mal, hier, mach doch mal einen Test mit dem Thema oder guck dir das mal an. Und das hat sich tatsächlich oft ausgezahlt, weil die Firmen sozusagen das dann auch anbieten, also promoten und du hast dann immer einen Vorteil davon, also eine neue Marketingform zu nutzen als erster. So, und da sind wir wieder beim Narrativ, ne? Ja. Diese Geschichte musst du erzeugen, dieses Genau. Bild, dass du da einen Vorteil hast. Genau. Und, was wir vorhin Ja, auch gesagt haben, kleinere Experimente schneiden. Ne? Also wirklich als Fähigkeit, Ja. um Testläufe zu haben. Ja. Und vor allem Musst du lernen, ne? Ja. Musst du wirklich, ich sage es dir ganz häufig, also es gibt viele Menschen, die das nicht verstehen, die kommen mit einem großen Thema, die machen viel Theorie, aber so dieses Talent zu haben und zu sagen, ich habe eine Idee, wie wir das mal kurz testen. Genau. Und ich finde mal 3 Leute, die das mal in einer Woche schaffen und nicht in 2 Jahren. Und dieses zu groß hat in der Vergangenheit schon die Leute zurückzuhalten, dieser Drang zum Perfektionismus. Ja. Und der ist in der aktuellen Marktlage meiner Perspektive tödlich. Der ist tödlich. Ich bin mir nicht sicher, man kann überall gut prototypen, glaube ich. Also jetzt mal so an das, wo wir früher gearbeitet haben. Überall kannst du Das war sehr hit-driven. So, Mhm. und es gibt manchmal, und das hat sich dann auch, glaube ich, mal bewahrheitet, dass man dann nach 2 Jahren erfolgreich war plötzlich. Mhm. Also das ist ja blöd. Das schließt ja aus, dass du nach 3 Monaten eine Entscheidung triffst, das hat ja noch gar nicht funktioniert, das müssen wir jetzt dicht machen. Und dann Das aber merkst du, wie gesagt, 2 Jahre später, oh, es hat ja doch funktioniert. Wir hatten vielleicht nicht die richtigen Methoden, also dieses Iterative doch hinarbeiten. Genau, du musst Deswegen es sage vielleicht ich, auch günstig laufen lassen. die Vision muss trotzdem da sein. Und es gab auch genug Geschäftsmodelle, glaube ich, die auch nicht zur richtigen Zeit schon live gegangen sind, aber dann da waren, als es dann Time to Market wurde. Also am besten ist du immer, dass du Time to Market bist. Aber wenn du 2 Jahre für etwas brauchst, um es aber wirklich zu den Markt- entwickeln, genau. ist das halt so, ne? Also den Markt zu timen, ne, das wissen auch alle, die mit Aktien romantieren, Ja. ist halt, funktioniert halt nicht. Nee, du musst schon anfangen einfach. Du musst halt, genau, und wenn du halt Dutzende kleine Experimente Ja. machst, dann bist du halt immer am Markt. Ja. Und dann braust du den Markt nicht timen. Nee, genau. Weil du Genau. hast kostengünstig immer und wenn du dann Wenn du so ein viele bisschen zu Ideen früh- hast für Experimente auch, das ist ja auch, also du sagst das jetzt so, laissez-faire hier so raus, Nee, so, ich- ja, da ich- macht man viele Experimente, aber du musst ja immer auch fachlich irgendwie ein Thema haben, wo du Experimente aber das machen kannst. genau, ne? und da bin ich aber mittlerweile von überzeugt, das hast du immer. Und es Ja. ist eher die Fähigkeit, die du lernen musst, diese Sachen, die du sowieso da hast, klein zu schneiden, sodass du die günstig nebenbei laufen lassen kannst. Ja, okay. Sodass sie nicht das Tagesgeschäft bedrohen. Ich meine dass schon, wir sie- müssen nochmal eine Session machen über Ideen. Also ich bin dann mal gespannt, was du so alles raushaust. Da sind wir wieder auch bei, ne, unter anderem Story Slicing, Ja. da sind wir, genau, Storytelling, aber auch überhaupt dieses Denken in Hypothesen. So. Und das Runterbrechen, was will ich damit eigentlich Ja, ich erreichen? Aber das ist auch ganz spannend. Wir haben ja nun mal, also ist auch mein Learning, jeder hat so seine eigenen Stärken. Ich habe tatsächlich auch den analytischen Skill selber für mich, dass ich sage, ich
ich brauche Zahlen oder ich versuche Dinge wirklich analytisch auseinanderzunehmen oder zu verstehen. Bin auch so ein Detektiv bei manchen Dingen. Also wenn ich was verstehen will, gehe ich da auch rein und dann verfolge ich das nach und dann versuche ich mir da so ein Bild draus zu bauen, um es wirklich gut erfassen zu können. Und wenn du solche Sachen machen willst, wie dieses Analysieren, für dich feststellen, was ist das Ergebnis? Und es sind ja nicht immer alles Zahlenergebnisse, es sind ja auch manchmal so qualitative Ergebnisse. Ja, keine Ahnung, der fand das gut. Ist auch ein gutes Ergebnis. Ich meine, vor allem, du hast jemanden bewegt. Oder du aus dem Marketing weißt das ja, ne? Wie schlecht das zu messen ist in vielen Aspekten. Natürlich, aber du musst ja trotzdem irgendwas haben, an dem du sagen kannst, damit bin ich jetzt glücklich, das macht mich glücklich, dass das so einen Erfolg hat. Oder ich muss auch mal ein bisschen links und rechts gucken, was dann da noch abgefallen ist, weil gerade im Marketing ist das Problem. Du brauchst Informationen, die ein passendes Narrativ erzeugen können, das dann als Indikator dient. Aber das musst du können. Auch das musst du können. Du musst diese Fähigkeit haben. Ich glaube, zu abstrahieren. Der analytische Skill ist ein ganz großer. Und ich glaube, viele denken, sie seien analytisch. Also ich habe ja auch ein paar Controller und so kennengelernt und die konnten trotzdem auch, aber die hatten Schwierigkeiten, Dinge zu interpretieren. Genau, die sind zwar analytisch, aber sehr mechanisch. Und wie du sagst, Interpretation, dass du die Sachen siehst, also ergänzt, die nicht da sind, dass du kohärente Muster erzeugst aus unvollständigen Daten. Ja. Und das, weil viele Analysten, habe ich auch kennengelernt, die halt da wirklich darauf trainiert wurden, aus traditionellen Ingenieursbereichen und so weiter, die arbeiten halt mit einer vollständigen Datenbasis. Und das haben wir in der aktuellen Marktliste. Genau, du musst dir mal ein paar neue Daten ausdenken, du musst mal ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Also es gibt ja auch in der agilen Szene haben wir dann leider auch zu viele Leute, die also zu fantasievoll dabei sind. Das muss halt auch fundamentiert sein. Oder die sich dann da versträuben, wenn es wirklich an Zahlen, Daten, Fakten ist. Ne? Wir haben so viel, vor allem zu unserer Kanban-Zeit, im Podcast ja so viele Metriken-Themen durchgeackert, wo dann in Massen die Leute abschalten, weil denen das zu viel ist. Aber es muss halt beides sein, ne? Du brauchst eine Metrik ist nur gut, wenn du auch damit was veränderst. Genau, aber du musst auch wissen, was die macht. Und du musst mit Messwerten umgehen können. Aber Formate scheuen sehr viele weg. Ja. Und wenn du dann noch in die Stochastik gehst, dann sind sowieso 80% abgeschaltet. Auf der anderen Seite darfst du aber nicht zu flauschig werden, sondern es muss irgendwie ein Fundament haben, damit die Leute auch die Autorität der Daten anerkennen. Ansonsten hast du es ja ausgedacht. Und visionär zu sein, ist auch wieder eine ganz, ganz spitze Eigenschaft. Natürlich. Das kannst du machen. Vor allem auf der strategischen Ebene. Ja. Ne, da reden wir immer über Vision, weil du sowieso keine Daten hast, also keine Fakten hast. Aber auf dem operativen oder auf der taktischen Ebene, wo wir dann sagen, wir wollen, natürlich wollen wir was mit KI machen auf der strategischen Ebene. Und taktisch sagen wir, wir wollen aber jetzt eine Initiative und wir wollen Tooling in dem und dem Bereich einführen. Ja. Da brauchst du wieder eine Faktenbasis. Ja, klar. Wie verbindet aber so ist es ja auch richtig. Also so ist ja, du gibst einen Weg vor. Du gibst einen Weg vor, genau. Und diesen Weg vorzugeben und trotzdem auch zu abstrahieren, wo würde das in der Unternehmung wirken. Ich habe tatsächlich auch mal für eine Firma gearbeitet, die das hervorragend gemacht. Tatsächlich, die hat wirklich also auch im OKR-Modus, ne, hatte wirklich richtig geile Vision gehabt, hat dann darauf Objectives gebaut und wir konnten wirklich sehr hervorragend, egal aus welchem Fachbereich, da auch Key Results für münzen. Okay. Und das musst du können. Ne? Und das auch viele. Da hängen ja auch viele fest an. Natürlich. Also da kannst du viel Theater machen. Das ist ja auch, da musst du auch differenzieren, was hast du für einen Bereich? Ist das ein Servicebereich, der jeden Tag das Gleiche macht? Oder sind das wirklich Bereiche, die auch mal ein bisschen um die Ecke denken können und da mal innovative Key Results machen können? Ja. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, selber hatte ich auch eine hohe Abneigung am Anfang, nur zu einer Methode. Am Ende habe ich es geliebt, weil es einfach eine geile, also es geht ja eigentlich nur um den Zeitraum. Du hast mal 3 Monate, wo du Zeit hast, deine Ideen, die du hattest, umzusetzen, die auf dieses höhere Ziel einzahlen, um zu gucken, nach 3 Monaten hat das was gebracht, um dann eine Review zu machen, um zu feiern, dass es gut war oder zu sagen, ich habe jetzt nichts gesehen, Leute, war nett. Ja. Und dann eine Retro nochmal drauf zu machen, haben wir eigentlich geil zusammengearbeitet. Auch diese Frage sich mal wieder, diese Zeit zu nehmen. Viele Firmen wollen diese Zeit nicht investieren. Ja. Und ich verstehe das nicht. Die wollen jetzt Ergebnis haben. Die wollen lieber jetzt Ergebnis haben, die wollen jetzt die Woche irgendwas umsetzen, wo ich mich frage, ihr habt doch nicht mal drüber nachgedacht, mach am Wochenende was. Gleichzeitig wollen sie das Experiment nicht kleiner machen. Ja. Du kannst ja Ergebnisse haben, aber da musst du einen kleineren Umfang fahren. Ja, definitiv. Und OKRs ist ein sehr schönes Beispiel. Einmal als Randnotiz haben wir eine sehr schöne Folge zu in unserer ersten Staffel Future Skills vom letzten Jahr. Und OKRs ist dahingehend auch ein gutes Beispiel, wo ich extrem häufig gemerkt habe, warum die Leute das nicht hinbekommen, weil sie entweder auf dieser fluffigeren Objective-Ebene können. Weiß ich. Und dann die Key Results nicht dazu. Oder die verharren in diesen technischen Details auf die Key Results und wissen nicht, wie sie Richtig, die machen da zu viel Arbeit rein. Die stecken da zu viel Arbeit rein und die Mechanik dahinter ist dieses wirklich 3 Monate mal an einem Thema arbeiten oder an mehreren Key Results arbeiten, dann wirklich mal festzuhalten, wo stehen wir da? Und dann auch wirklich harte Diskussionen zu führen, wie, das finde ich echt ein scheiß Key-Result, das können wir so nicht mehr machen, das haben wir jetzt 3-mal gemacht, das fühle ich nicht mehr. Und trotzdem den Leuten ins Gesicht zu gucken, die sagen, Björn, ich finde dich wirklich richtig doof. Also
finde, das ist das geilste Key-Result ever, das machen wir schon seit 3 Mal. Also, ich fühle dass das euer Thema ist, aber das Thema funktioniert halt nicht. So, da müssen wir passt jetzt nicht zu der Geschichte, die wir im Objective verarbeiten wollen. Richtig. Und dann ich sehe 3 andere, die wir im Objective verarbeiten wollen und die müssen jetzt mal rauf. Genau. Und die dann wieder zu geben und dann auch wieder ein bisschen auch demokratisch rauszufinden, wer hat denn Bock auf das Thema, wer trägt das dann wirklich, auch wenn du große Gruppen hast. Ne? Aber das ist eigentlich die Musik dahinter, dass du wirklich iterativ jeden 3 Monate feststellst, wo hat es bei uns gehakt, was ist das, wie ist das weitergekommen und auch immer eine harte Entscheidung treffen musst, vielleicht gegebenenfalls machen wir weiter oder nicht. Ne? Also die harte Entscheidung dann eben halt, machen wir nicht weiter. Und das bringt mich nochmal zu dem Punkt bei Hype versus Trend, dass auch wirklich zu entscheiden, wir dürfen die Sachen auch aussitzen. Ja. Oder wir machen es nicht. Ja. Auch wenn es ein globaler Trend ist. Aber ist doch bei OKRs nicht an. Also ist doch tatsächlich so, du kriegst ein hohes Ziel, keiner macht die Kunden zufrieden. Bei OKRs völlig klar, weil das ist auch, da gibt es genug Beispiele, also große Firmen, die laut sind damit zu sagen, das hat nicht bei uns funktioniert und das ist doof. Ja. Probier es mal bei KI. Setz dich mal hin und sag, wir machen kein KI. Ja, also das ist ja eine Auslegungssache. Wie war mit KI? Dann sage ich allen, ihr nutzt alle ChatGPT, dann ist das für mich erstmal erledigt. Also haben wir noch nicht nämlich darüber gesprochen, was ist denn mit KI gemeint? So. Ja, okay. Muss man fairerweise sagen. Das Beispiel, weil ich da auch gerade drin denken muss, hatte ich schon mal erwähnt, die letzte Folge in der Logistik, die Folge vom letzten Monat, vom November, wo als Beispiel auch eine kleine Logistikfirma genannt wurde, die noch komplett physisch mit Papier arbeitet. Ja. Die sind noch nicht mal digital angekommen. Ja. So, ne? Vielleicht haben die E-Mails oder sowas, das war es dann aber auch. Hoffentlich haben die E-Mails. Die funktionieren. Die funktionieren gut, weil die in ihrer Nische sind. Ja. Und die haben natürlich ein Verfallsdatum, weil irgendwas können die das nicht mehr. Mhm. Aber für den aktuellen Zeitraum ist es völlig in Ordnung. Und der ganze Case ist so gerechnet und läuft. Ja. Das heißt, wenn du nicht extrem gierig bist, super in die Breite skalieren willst, sondern genau weißt, dass das deine Nische ist, also dieses Selbstverständnis. Und jetzt sagt der Chef aber, mach KI. Was bitte? Jetzt sagt der Chef, mach KI. Nein, sagen sie gar nicht. Nö, das ist doch egal. Die sollten auch nicht. Das ist mein Beispiel gerade dafür. Ach so. Du darfst das auch aushalten. Wenn du, das ist völlig in Ordnung. Aber du darfst es aushalten, ich sag mal so, du darfst es aushalten, wenn du die Perspektiven der anderen nicht kennst. Also das Dilemma bei dem ganzen Thema ist, du kannst ein Thema 20 Jahre lang machen, Logistik. Und du siehst trotzdem, dass da neben, links, rechts viele Dinge passieren. Ne? Also auf einmal gibt es Strom in dem Lager, auf einmal gibt es E-Ameisen, auf einmal gibt es Hochregale, auf einmal gibt es ganz viele Methoden, dass das Regal zu dir kommt und du nicht mehr läufst. Also dieses Pick and Collect oder sowas, ne? Also Pick und Pack. Ich habe auch schon mal in so einem System gearbeitet, also habe es mal einfach ausprobieren wollen bei den Firmen, wo ich gearbeitet habe, bei den beiden Lagern. Ja, das ist ganz schlimm. Also wirklich, also die Leute, die sowas konzipieren, Respekt. die mögen einfach Menschen nicht. Das war so wirklich, renn die Regale durch und dann wirst du da geguckt und dann gibt es so Gruppen, wer wie schnell ist und so. Und das machst du 8 Stunden und du wirst nicht schneller. Also du wirst schon schneller, aber die Zeit wird nicht weniger. Nee. Also die Zeit wird einfach, du hast einfach immer die gleiche Zeit und wirst immer nur besser in dem, was du tust. Das macht mich das war wahnsinnig. Also, da geht es nur noch um Effizienz. Aber worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich, dass du jetzt, und das auch dank Sprachmodell, wenn du da mal fragst, was sind heute die Trends und wie könnte ich etwas optimieren? Auch da, wenn ich was am Deckungsbeitrag machen könnte, um Geld zu kriegen, um eine Investition zu tätigen. Und ich sage jetzt, ich läuft ja gut. Dann bitte. Was ist da nicht richtig? Verstehst du, du musst doch auch irgendwo gucken, dass du immer wieder Ressourcen rausziehst, die du dann noch nutzen kannst, weil du hast doch auch gerade kritisiert diesen Investitionsstau. Und der kommt doch nur daher, dass wir das seit 20 Jahren machen, glaube ich. Aber jetzt gehst du ins nächste Extrem und das ist genau dieses Narrativ, das ich zu häufig höre, was dann als Killerphrase mit aufgebaut wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt, ich bin hart davon überzeugt, dass ich nicht jedem Trend hinterherlaufen muss. Jeden Trend nicht, aber auf keinen genau Fall. Wie du sagst, du musst nicht ein First Mover sein. Was bitte? Du musst nicht ein First Mover sein. Du musst auch nicht der 3., 4., 5. sein. Wenn du genau weißt, warum du aktuell Erfolg hast, und das fehlt den meisten Unternehmen, dass sie verstanden haben, warum sie erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind oder eine Idee haben, dann kann ich mir auch die Entscheidung leisten, bestimmte Sachen auszusitzen oder zu überspringen. Der Erfolgsfaktor ist, du hast 100 Kunden, die kaufen alle. So, was willst du dir jetzt für eine Wissenschaft draus machen? Und das ist bei dem Papier oder bei dem Logistiker auch wahrscheinlich so. Der hat dann seine Stammkunden oder ich weiß jetzt nicht, was das Konzept bei dem ist. Aber und dann läuft's. Nichtsdestotrotz, wenn du einmal irgendwo arbeitest und du siehst Prozesse, dann willst du mir doch nicht erzählen, dass da nicht auch immer eine Chance ist.
Natürlich, aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin hatte. Du musst in Relation sehen. Wie teuer es ist, Ja, diese Chance klar. zu nutzen gegenüber den Du machst den Prozess nicht, wenn es nichts bringt oder nicht Ja. viel bringt. Wenn das nur 1 Cent bringt, brauchen wir den Prozess nicht Genau, anfassen. aber diese Überlegung wird zu selten gemacht. Es wird dann entweder gesagt, nee, die Extreme sehe ich zu häufig, dass sie sagen, naja, Ja, wir haben das ist keine- ein Hype-Thema, das machen wir nicht. Wir haben keine interne Rechnungsstellung oder so für solche Genau. Themen. Und- Dass jemand oder sagt, die ich mach mal eine anderen, die Rechnung dann- auf. Du hast mich nach einem Report gefragt, 1.000 Euro. Habe ich mal gemacht. Kostet jetzt 1.000 Euro. Muss ich ja hier einen, der muss dann, sie muss auch und da. Ja, weil und die so. internen Kosten nicht Und dann, so teuer ist das? Ja. Dann stelle ich die Frage hinten an. Ja gut, dann mach das doch bitte. Dann war die wohl doch nicht so wichtig. Das ist nämlich auch, dass diese Gespräche nicht gemacht werden, dass diese interne Kostenverrechnung, dass da mal über den Daumen, das muss keiner im Detail kennen, ja. aber dass grob mal geguckt wird, was kosten unsere internen Dienstleistungen und was könnten wir, wenn wir auf den Hype aufspringen und der so läuft, wie wir uns denken, was wird uns das überhaupt bringen? Und was muss ich reinsetzen? Ja, das dieses. Bei uns als Selbstständige, Beispiel, Ja. LinkedIn-Werbung. LinkedIn ist gerade sehr diskutabel. Ja, muss man ja leider machen auch. Musst du das? Ja, musst du Ich schon, weil setze du die seit einem Reichweite Jahr weg aus ist. und sehe keinen Effekt ins Positive oder Negative. Ja, okay. Aber ich sehe das in meinem Ich habe vor kurzem erst Geisteszustand. angefangen. Du bist ja schon ein Jahr dabei, hast ja viel bessere Wahrnehmung. Aber seit 2013 bin ich selbstständig. Ja, guck. Aber für meinen Geisteszustand ist es erheblich besser, Ja. weil die paar Interaktionen, die ich da mit einem Post mache, wo ich dann irgendwie eine Stunde dran sitze und mir einen Ja. abbreche und dann Angst habe. Auswendig mal das jetzt ob der KI ankommt oder übrigens. Also die Stunde ist brauchst du schon überbewertet hier. nicht. Ja, genau. Und du siehst ja auch, also ich meine, ich behaupte, es geht vielen Leuten so wie mir, Ja. weil ansonsten würde nicht irgendein KI-Scheiß da rauskloppen ohne Ende, um da irgendwie einen easy way zu sehen. Den Und kannst du ja das- erstmal umsonst machen, so, ne? Und also auch da musst du differenzieren, wie weit sind die schon vernetzt. Also ich habe einen Freund, der ist zum Beispiel bei LinkedIn schon viel länger aktiv. Mhm. Der hatte das Glück, wo LinkedIn noch offener Ja. war mit der Reichweite. Ja. Und jetzt haben sie diesen harten Reichweiteneinbruch und das ist ja schlau. Du limitierst die Reichweite und sagst, jetzt darfst du sponsern, also bezahlen. Das ist doch schlau. Das ist ja so, als wenn du Sachen suchen müsstest und müsstest jetzt dafür bezahlen, dass du gefunden wirst. Verrückt. By the way, Will gefunden werden. meine Wette für LinkedIn, Ja. das wird das nächste Facebook. Ja. Und zwar, nee. Und zwar Facebook zu Zeiten von Synga. Die bauen jetzt nämlich Mobile Games ein, um die Leute auf der Ja, Plattform das zu habe ich halten. gesehen. Oh. Das wird deren Ding. Ja, Die gehören ja zu Microsoft. Microsoft macht ganz hart Daumenschrauben. also es wird ihr Ding, wenn es Kostenreduktion. akzeptiert wird, ja. Wenn es dazu kommt, dass die Businessleute alle spielen, weil das wollen sie ja scheinbar auf der Plattform. Nein, glaube ich nicht. Aber ja. Nein, aber die andere Interaktionsmöglichkeit Ja. fürs Recruiting ist es Müll. Du siehst 100 Bewerber, also ich sehe ganz viele. Aber wir beide machen doch keine HR, wir wissen das doch gar nicht, ob das für Müll ist für Recruiter. Ich sehe doch genug Recruiter, die da rumrennen und LinkedIn nutzen auch. Und ich glaube auch, immer dass weniger. fürs Targeting Immer weniger. und so. Und es macht Die haben keinen doch Spaß. Daten. Die haben doch Daten. Ich habe die Daten nicht, ich kann das nicht Die beurteilen. würden doch alles wissen eigentlich, wie gut und was für Fähigkeiten ich vielleicht habe und vielleicht, dass der Titel, den ich eigentlich immer anstrebe, gar nicht der ist, den ich wollte, weil ich einfach eine Gurke als Projektmanager beispielsweise bin. Mhm. Keine Ahnung. Ne? Das ist ja so der Punkt, was mich ja so hart an dem ganzen Arbeitsmarkt so nervt. Die Firmen, die stellen eine Rolle aus. Wir haben eine Idee. Wir brauchen jetzt einen Head of AI beispielsweise. Ja, weil es Trend ist. Weil es Trend ist, ja. Und dann wird eine Rolle gesucht, wo jemand, der schon 10 Jahre AI macht, der schon das in 30 Firmen implementiert hat übrigens und wo das sich auch gut anfühlt und Geld bringt. So, den gibt es ja gar nicht, diesen Menschen. Und dann musst du eigentlich jemanden finden, der schon mit statistischen Modellen, mit Machine Learning gearbeitet hat, der auch wirklich mal was ermöglicht hat oder sie ermöglicht hat, dann mal in so ein Unternehmen setzen oder finden überhaupt. Also das ist einfach, und ich glaube, was ich mir wünschen würde für den Arbeitsmarkt, auch generell, also über LinkedIn und so, dass man eigentlich über seine Fähigkeiten gefunden wird. Und dass man dann guckt, wen brauche ich eigentlich gerade mit welchen Fähigkeiten. Das wäre so schön. Aber das siehst du in den Stellenausschreibungen nicht. Also ich lese immer mal zum Spaß gerne Stellenausschreibungen und denke mir immer, bin ich froh, dass ich mich jetzt nicht erstens darauf bewerben muss und dass ich nicht die arme Sockel bin, die diesen Job machen muss. Das ist gerade so grausam. Du hast noch 5 Minuten 200 So ist der Markt Bewerber. halt gerade, ne? Genau. Und das macht keinen Spaß. Und das Viel Angebot, das wenig, ist- also ist einfach so. Ja. Apropos deine Fähigkeiten. Ja. Was sind denn deine persönlichen Future Skills? Was hast du dir gerade für Bücher rausgesucht? An welchen Themen bist du gerade interessiert, dich weiterzubilden? Hast du eventuell schon Trainings auf deinem Zettel oder Konferenzen fürs nächste Jahr? Also ich habe auf jeden Fall den KI-Manager ja schon gemacht. Mhm. Das kann ich echt empfehlen, Mhm. sich tatsächlich. Wo geht das inhaltlich hin? Das, ist ein breites Feld. das einfach generell, also natürlich hat man wieder so Projektmanagement-Fähigkeiten, die man lernen muss. Also gerade viel Agiles damit drin auch gewesen. War jetzt für mich nichts Neues, aber es ist natürlich immer gut, wieder repetitiv sich da mal wieder zu beschäftigen und dann nochmal wieder verinnerlichen und vielleicht hat man was vergessen, wo man dachte, oh, das war eigentlich immer so gut, das sollte man machen. So eine Abschätzung von einem Projekt auch, Risiko mal nochmals prüfen und so, bevor man in so ein Projekt läuft. Und es war kein Toolhopping.
Das fand ich sehr gut. Also man hat jetzt nicht einfach die 5 Sprachmodelle, die Ja. großen, alle Die durchgegangen sowieso und nächste Woche veraltet sind. genau, sondern man hat sich mit einem intensiv beschäftigt, dann hat man ein anderes Tool genommen für einen anderen Anwendungsfall und es waren sehr viele Aha-Momente. Und dieses nochmal auch wirklich das nochmal intensiver zu verstehen und witzigerweise, also nicht, dass ich nicht Bücher lesen würde, aber ich finde tatsächlich jetzt gerade, wenn ich ein Thema lernen möchte, ich frage die KI. Ich gehe da rein, ich frage dann, ich habe das Thema, ich habe jetzt mich zum Beispiel mit Software Development Kits für Mobile und für ein bestimmtes E-Mail-Tool mal auseinandergesetzt oder mit so einem E-Mail-Service-Provider, um mal zu verstehen, was macht denn das von denen und so. Und das kannst du super machen. Da kannst du fragen, der gibt dir immer die Quellen an, kannst auch mal eine Quelle nochmal nachgucken und so. Und das ist einfach, ich nehme jetzt viel gefiltert, also besser gefiltert die Informationen auf. Ich musste jetzt nicht ein ganzes Buch lesen, um dann zum Beispiel 2 Seiten gut zu finden. Das ist ja so ein bisschen das Ding, was ich brauche, weil ich tatsächlich jetzt sehr zielgerichtet zum Beispiel für meine Kunden das dann mache und was aufarbeite und so. Ja, und wie gesagt, mein Skill ist gerade Neugier. Das bringt mich gerade zum Lernen und Oder viel diese ausprobieren. Eigenverantwortung finde ich grandios. Also hatte ich natürlich immer schon Eigenverantwortung, weil ich auch viel gewechselt bin oder immer wieder wenn du in diese Verwaltungsrolle plötzlich rutscht und du denkst, so, nee, hab ich jetzt gar keinen Bock drauf hier. Aber Selbstständigkeit ist ja nochmal ein ganz anderes. Aber Selbstständigkeit, und das ist das. Bring dich mal in die Selbstständigkeit. Du musst natürlich mental auch gut stabil unterwegs sein, du musst finanziell gut aufgestellt sein. Und das ist ja so, was in jungen Jahren viel schwieriger ist als vielleicht später. Oder andersrum auch, vielleicht in jungen Jahren möglich ist. In jungen Jahren hast du halt die Verantwortung nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, was ich meinem jungen Ich sagen würde, kümmere dich um dein Finanzwissen. Mach das nicht zu spät. Ja. Nee, und diese Eigenverantwortung auch zu leben und dann zu wissen, okay, du investierst jetzt in deine Fähigkeiten, du musst dich selber auch hochhalten und da auch darum kümmern, was man gerne abgibt beim Arbeitgeber. Würde ich schon echt behaupten. Also das ist, und dann darfst du nicht in dieser Bubble hängen, sag ich mal. Genau, und das ist, hatten wir auch schon gesagt, das wendet sich gerade, du hast die Neugierde gesagt, selber sich auch weiterzuentwickeln zu wollen. Und in der Vergangenheit, im traditionellen Anstellungsverhältnis war der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dich weiterzuentwickeln. Ja. Und du hast vielleicht Themen vorgegeben und gesagt, hey, ich will auf die Konferenz, will das Buch haben. Oder Nein oder Ja gesagt, je nachdem. Und zu viele Leute haben dieses mentale Modell noch und investieren selber nicht in sich. Ja. Aber wir sehen es gerade am Arbeitsmarkt, der ist unsicher, die Rotation ist immer schneller. nicht nur in der IT, wo du innerhalb von 12 bis 24 Monaten eigentlich im Schnitt wechselst, sondern auch in anderen Sektoren. Mhm. Und das bedeutet, dass der Arbeitgeber gar nicht mehr dieses Langzeitinteresse an dir hat oder haben kann, also, um dich wirklich so lange Zeit war die Integrität so wichtig. Dieses, was du sagtest, politisch und sicher und Netzwerk und da bist du drin und dann bist du 20 Jahre. Loyalität immer war. Ja, die Loyalität gehört ja in die Integrität mit rein. Und jetzt ist eigentlich eher die Frage, Unternehmen müssten nach Integrierbarkeit sag ich mal, ausgewertet oder auch bewertet werden. Wie schnell bringst du eigentlich neue Leute in dein Unternehmen? Wie viel kriegst du Potenzial auf die Straße? Ne? Und ich glaube, ein Trend wird echt sein, also deswegen, da glaube ich auch wirklich dran, dass in den nächsten Jahren viele sich überlegen werden, ob sie sich nochmal so eine Personaldecken aufbauen, die sie heute haben. Weil das ist ja, da sind sie ja gerade ordentlich am Aufräumen. Ob sie vielleicht viel dynamischer werden, weil dieses Thema mit dem, dass alles schneller wird und immer mehr Themen kommen und KI auf einmal in 2 Jahren auf einmal drin ist und Internet hat irgendwie 10 Jahre gedauert oder 20 Jahre, das ist einfach so. Die Sachen werden immer schneller. Das heißt, du kannst nicht ein Team aufbauen für die nächsten 10 Jahre, wenn es nur 2 Jahre Bestand hat. Das heißt, Unternehmen müssen agiler werden, ich sag's mal so, und müssen eigentlich da auch überlegen, wie wollen sie das in Zukunft gestalten. Und vielleicht werden wir alle uns auch damit abfinden müssen, auf Zeit in Firmen zu arbeiten, also eine Adaptionsfähigkeit zu haben. Genau, dieses lebenslange Lernen, was da auch dazu gehört. Was du ja auch hast, wenn du kannst ja 40 Jahre oder 20 Jahre in einem Unternehmen arbeiten, du hast ja einen Vorteil. Du hast ja in einem Unternehmen gearbeitet, du weißt, wie Unternehmen funktionieren und das muss man schon sagen, klar, zwischen einem Startup und einem Konzern ist ein Riesenunterschied, hier war ja auch in Startups unterwegs, aber du hast trotzdem gelernt zu arbeiten und dann kannst du das auch eigentlich. Da sollte jeder selbstbewusst sein und wissen, ich habe doch hier schon gearbeitet, weil das ist ja meist die Sorge, ne? Arbeitest lange in einem Unternehmen, fragst dich dann selber noch, kann ich das überhaupt, kann ich was Neues lernen, aber du hast eigentlich einen guten Grundbaukasten, den du nutzen solltest dann auch dafür und dann müssen die Firmen mal offen für sein natürlich, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch Führung gemacht und ich hatte also Teams, die divers sind, die besten Erfahrungen gemacht tatsächlich. Ja. Ich liebe das. Verschiedene Kulturen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene männlich, weiblich, divers, alles da rein. Handelbare Reibungsfläche auch dazwischen. Du hast so eine geile Projektion von verschiedenen Perspektiven. Ja. Du kommst auf ein ganz anderes Level, als wenn du 3-mal denselben Typen da sitzen hast, die alle das Gleiche sagen. Ja, mein Bild ist da immer, wir stehen halt vorm Haus und die Seite, auf die wir gucken, hat keine Tür. Wie kommen wir rein? Ja. So, und ein interdisziplinäres Team, diverses Team, guckt halt von allen 4 Seiten auf das Haus und einer hat die Tür. So ist es. Und der sagt Bescheid. Ja. Der kann dann kommunizieren. Hey,
Ja. Aber wenn wir halt nur 3 Analysten, nur 3 Marketeer sind oder so, Ja. dann stehen wir halt vor da ist ein Fenster, wollen wir das einschlagen? So ist es. Björn, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, danke, Ja. dass ich da sein durfte. Genau, Wunderbar. als gemeinnützige, ehrenamtliche Aktivität hier haben wir leider kein Budget, um dich jetzt dick Essen zum Essen auszuführen. Ich würde auch über Sponsoring nachdenken. Oder dir ein fettes Paket zu machen. Genau, dafür bräuchten wir mehr Sponsoring-Budgets, dann können wir da was machen. Aber wir haben trotzdem was vorbereitet. Genau, wir pflanzen nämlich immer einen Baum, um unseren Fußabdruck hier ein bisschen zu reduzieren. Und der ist dann für dich, der steht dann aber nicht bei dir im Garten, sondern in einem Landesforst. Aber du kriegst so ein schönes digitales Zertifikat mit den GPS-Koordinaten. Richtig cool, freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Also auch bestes Geschenk, was man eigentlich machen kann, ehrlicherweise. Sehr schön. Schön, dass du dich freut. Wir freuen uns auch, dass du heute hier warst. Vielen Dank auch an dich, Per, dass du uns unterstützt hast. Grüße gehen raus an Tim, der heute nicht mit dabei ist und sonst nächstes Mal wieder hinter der Technik sitzt. Und vielen Dank natürlich an euch, dass ihr dran geblieben seid. Vergesst nicht das Liken, teilt das an alle, die unbedingt mal den Kram hier hören sollten. Und ja, schreibt uns info@agila-norden.de, falls ihr was für uns habt. Feedback, Ideen, Anregungen. Ich bin Alexander Stein und wir sehen uns in der Arbeitswelt von morgen.